Noven zusammen. Und alles klar soweit. Bei mir ist alles gut soweit, aber heute haben wir mindestens nur 3 Bossgegner vor der Brust, die wir beim letzten Mal nicht gepackt haben. Von daher wird das wahrscheinlich schnell wieder ins Gegenteil umschlagen, aber trotzdem viel Spaß zusammen. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie das beim letzten Mal jetzt alles genau war. Ich weiß nur, dass ich irgendwie 2 oder 3 Bossgegner hatte, die ich schon mal nicht gepackt habe. Und ich glaube, ich hatte hier relativ viele Seelen verloren. Von daher würde ich sagen, gehen wir da einfach direkt nochmal gucken. Ich meine, die Seelen sind zwar weg, aber jetzt können wir auch ganz gefahrlos versuchen, hier runterzukommen. Weil, ja, ne? Wenn ich mir das hier so angucke, ist bestimmt was Interessantes zu holen. Was auch interessant wäre, kann man hier vielleicht so als Abkürzung runterspringen? Sieht nicht so gut aus, ne? Es beim letzten Mal, das war echt saudumm gelaufen. Also, ich wollte hinter dem komischen Rollding hier hinterherlaufen und in genau just in dem Moment, wo das Ding umdreht, tut mich's noch so mit einer Zack erwische und da war die Geschichte natürlich wieder vorbei, ne? Das war wieder, also erstens mal ärgerlich und zweitens mal saudumm. So, was geht mit dir da drüber ab? Ja, das ist schon ja du in die, ne, jo, das ist auch schon irgendwie navisch, ne, wenn das dann so um die Ecke rumgelaufen kommt und alles. Ich meine, beim letzten Mal wäre es so gewesen, dass das Teil quasi zuerst hochgefahren ist, bevor es hier runtergefahren ist. Von daher würde ich jetzt ehrlich gesagt mal ausprobieren, so direkt runter zu laden. Okay, jetzt kommt es nicht. Dann gehen wir mal weiter. Ach, guck das an. Gleich kommt es von der oben runter geflitzt. Warte mal. Jo, ich hör's doch schon. Verdammt die Scheiße. Ach. Gerade so. Ah, wo kommt das her? Ah, jo. Nein. Guck mal, wie geht denn das? Guck mal. Ah. Jo, schon so Millimeter drin. Ach, ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich noch hinter der Säule stehe oder dem, keine Ahnung, wie nenne ich denn das? Torbogen, nenne ich jetzt einfach mal, im Türrahmen. Aber ne, ich habe scheinbar noch irgendwie so Millimeter drin geguckt und zack, ne? Erbarmungslos. Gibt's du eigentlich noch was in der Suppe? Ja, sieht nicht so aus, ne? Außer Gift. Ne, und genau so war das, ne? Ich habe gedacht, jo, lass Ding doch ankommen, ne? Habe ich mich so angestellt, ne? Und bei der Drehung, fuck, hat's mich erwischt gehabt. Sowas von ärgerlich. Also wirklich sowas von ärgerlich. Oh, naja. So. Jetzt flitzen wir durch schnell runter, dann tun wir den Donner verdruspeln. So. Dann müssen wir warten. Packen wir das eigentlich so auf Amo? Ach, das wird schon fucking knapp, glaube ich. Ja. Ja, das packen wir doch, oder? Jo, gut. Schnell um die Ecke. Der soll schön nochmal zurück hochlaufen. Der soll jetzt nicht auf die Idee kommen, mir direkt nur zu fahren. Sonst packe ich das nämlich nicht hier über die Rampe, do. Ach, jetzt. Jo. Machen wir halblang. Ja, fahr nochmal hoch. Genau, das machst du gerade gut. So, und was mache ich denn jetzt? Hunner, Rufer, man weiß es halt wieder nicht. Wir sind nach mal 3 Seele. Hallo, Mitch. Und. Ach, nee. Nein. Fuck. Schön hier drin bleiben. Und alles klar bei dir? Das wird jetzt aber langsam ein bisschen knapp. Nein, im falschen Moment. Wo ist denn das Ding jetzt eigentlich? Ah, von der oben kommt es runter.
Ja, ich habe jetzt nicht viel zu verlieren, ne? Also ich habe nur Handvoll Seele oder Rune am Start. Aber im letzten Stream habe ich hier an der Stelle meine ganze Seele verloren. Das war einfach nur dumm. Ja. So, hier, ne, da habe ich mal Seele verloren. Ich wollte, han gedacht, ach komm, ich lauf schnell hinterher. Und in dem Moment, wo sich das Ding dreht, hat es mir noch so zacke irgendwie so am Oberkörper gestreift. So, die Geisterviecher durch. Ich meine, die sind jetzt eigentlich nicht so dramatisch, wenn man zumindest noch ein bisschen Energie hat. So, jetzt flott hier um die Ecke. Ah ja, die Seele nehme ich auch mit. Man ist quasi so Dark Souls geprägt, ne? Man sagt automatisch Seele und Leuchtfeuer. Aber Ort der Gnade, ich finde, das ist auch ein ungünstiges Wort. Also ich meine, das ist so lang. So, dann gehen wir direkt um die Ecke. Die du nehmen wir gerade mit. Ach, das wird wieder knapp. Komm, komm, komm. Komm, du musst jetzt noch mal so... Ah jo, 3 Stück auf Amo, was noch? Wo ist denn jetzt das Ding, wenn man das Amo braucht? Es? Ja, die... ich glaube, Himmelsträne und keine Ahnung, wie die andere heißt, ne? das, das weiß ich noch nicht. Bei mir ist das alles Schlapperdrank. Ach, komm, hopp. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ne? Ich müsste jetzt mal gucken, wie sie auf Englisch sind, die Namen. Genauso, es gibt jo quasi, ich glaube, Stärke und Kraft. Aber was ist denn du jetzt im Deutschen quasi der Unterschied zwischen Stärke und Kraft? Wahrscheinlich gibt es okay Unterschied im Deutschen. Ah, ich glaube, das war keine gute Idee. Ah, doch. Gut. So. Gucken. Was ist denn jetzt? Scheint den doch schon. Komm, rennen. Beim letzten Modo war ich halt irgendwie so ein bisschen gierig. Habe ich gedacht, komm, ich will jetzt noch ein paar Seele haben, um den nächsten Level hochzupacken, aber es hat nicht geklappt. Ja, das kann Sinn, ja. Aber auf der anderen Seite, Dark Souls haben sie es ja auch Vitalität genannt. Also das hätten sie jetzt auch können, dann einfach bei Vitalität lasse dann. So. Ja, jo, wieder 4 Stück auf Elmo. Rennen wir jetzt einfach mal weiter. Hier um die Ecke. So, jo, ein Bossgegner. Ja. Alter. Naja, gut. Auf jeden Fall weiß ich, dass und jetzt gleich scheinbar ein Bossgegner kommt. Und hier der komische, die komische... Ah, oder obwohl, warte mal. Aber gut, immerhin war hier so komische Statue, von daher... Ach Gott. Ah jo, das zieht ja wieder ab. Oh, jo, ne? Wo bin ich denn eigentlich jetzt? Hallo? Okay. Schön. Tja, das ging flott. Ah, so graus.
Aber wenigstens haben wir hier der komische Pfahl von der Margarita oder wie sie heißt. Ja. Ich hab hier beim letzten Mal schon 3 Bossgegner gehabt, die ich nicht gepackt habe. Ach, das ist halt immer das Blöde, wenn man dann springt für auszuweichen. Ne. Ja, so bist du direkt im Arsch, ne? Tja, ich sehe es schon kommen, dass du gibt wieder hat die Geburt. Ich bin mir doch halt nie sicher bei Elden Ring, ob ich jetzt einfach nur zu schlecht bin oder ob ich irgendwie mehr Level brauche. Ah jo, alles drauf. Reicht ja nicht, dass er mich fressen tut. Haut mal auch noch mit dem Schwanz. Komm. Springen wir mal weg, du. Ach, fuck. Habe ich schon nicht irgendwo vielleicht so ein bisschen verstecke oder so? Nee, du ist nix. Ich weiß nicht, bei Dark Souls 3 da war es ja dann so, dass man dann teilweise mit richtig Waff oder wenn man irgendwie von oben auf den drauf gesprungen ist, dass das dann quasi ein bisschen zügiger ging, weil so, da brauche ich ja ein halb Jahr, bis ich den tot habe. Ich ziehe in dem hier nur 80 pro Schlag ab. Ajo. Ach, fuck. Komm. Och, der war doch gerade am Trinken. Was ist denn das überhaupt für ein Vieh? Kennt so eine Art Baumsinn, hä? Ah ja, du Baumgeist mit Geschwüren. Okay, die Geschwüre sehe ich jetzt noch nicht so, aber... So. Oh. Wie mehr du so... Man weiß ja eigentlich, was kommt, aber ich tue dann trotzdem erschrecke. So, jetzt. Spring Mo. Ach, spring doch Mo. Normo. Spring, komm. Der schlägt doch gleich wieder mit seinem Schwanz. Ah, okay, sind schon so ein paar Geschwüre am Start. Wow. Machst du mal locker, ey. Ah, fuck. Nein. Ich hab doch auf das dumme Flakor-Ding gedrückt. Es ist halt so deprimierend, ne? Wenn man noch nicht immer 50% von dem packt, also die Energie. Da kennt man ja wenigstens sagen, alle hopp. Man ist irgendwie mehr oder weniger nah dran, aber ich pack hier immer nur ein Drittel. Ach so, ich wollte aber übrigens noch mal das andere Schwert ausprobieren. Ah, ajo. Es ist der am Anfang, das denke ich nicht dran. Ach. Was jetzt? Soll ich Kopfstoße oder was?
Ah jo, natürlich. So, jetzt probieren wir mal das andere Schwert aus. Weil, da fällt mir in, ich wollte mal ausprobieren, wie ich das in 2 Händen nehmen kann. So, Ausrüstung. Wo ist denn das? Hier, das. So. Und dann war es, dann haben sie gesagt, genau. Naja. Ob das besser klappt, ich glaube nicht. Ach, zu früh auf Springe gedrückt. Ach. Okay. Das hat nicht besser geklappt. Ich muss am Anfang einfach ein bisschen länger warten mit dem Springen. So. Komm, das muss doch schaffen. Manchmal macht der viel schneller als Anemo. Ja, mit dem treffe ich ja gar nicht. Weil er doch so lange braucht beim Ausholen. Was ist das dann für ein komisches... Komm, hopp. Ach, jetzt ist der grüne Balge wieder fort. Spring, komm, spring, spring, spring. Bevor er dich wieder plattwalzt. Ach, fuck. Lass mich doch immer trinken, Kerl. Ah, jetzt kommt wieder die Feuersbrunst. Ah, was denn jetzt? Komm, trink einer. Ah, nee. Oh, nee, das ist wieder der Instant-Death, oder? Ah, jo, spuck ne aus. Schmeckt eh nicht, ist mir schon klar. Wir nähere uns jetzt nicht gerade den 50%, ne? Ich hab da jetzt aber noch nicht so das richtige Muster entdeckt von dem Kaldo. Ja, jetzt... Ich bin zwar erschrocken, aber ich habe im richtigen Moment auf Springe gedrückt. Nein! Ah jo, wieso Mickey die Wand geklatscht. Komm, spring. Ich verstehe das einfach bei Dark Souls oder generell bei Elden Ring, bei den Spielen hier nicht. Manchmal trifft er mich, wenn ich springe und manchmal nicht. So. Ja. So, hopp, komm. Och. Wie der Achtung sich rumkringelt. Bleib doch nur stehen, Kerl. Wie soll ich dich dann dort treffen? So, komm, hopp. Jawohl, und noch einer hinterher. Komm, alles weiter. Und der hat er vielleicht auch so irgendwie so Stelle, wo er verwundbarer ist als ein anderer. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ach, wenn der grüne Balken oben wäre.
Ja, so kann ich gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Glitch ist. Ich meine, wahrscheinlich so gedacht ist es hier bestimmt nicht. Komm, noch 2, 3 Schläge. Komm, noch einer. Hopp, 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 hopp. Ja. Ach, ist so ras die Pumpe wieder, ey. Aber das war jetzt bestimmt irgendwie so eine Art Glitch oder sowas Komisches, weil der hat schon noch ja gar nicht mehr bewegt. Also ich nehm's natürlich mit, aber ein bisschen schade ist es ja schon. Nee, warte mal. Wer weiß, ob es da noch was gibt. Was denn da hinten? Da ist doch ein Lichtchen an. Hopp, ich will da hinten. Hm. Gibt's da sonst nix? Das wäre aber schade. Ist jetzt natürlich wieder so die Sache. Ich könnte jetzt natürlich auch nochmal Retour gehen, weil da war noch der eine Aufgang. Aber meine 15.000 Seele, die würde ich schon gern mitnehmen. Naja, mir gehe sie erst mal ein bisschen aufleveln. Ich meine, 15.000, ich glaube, so viel hatte ich im Spiel noch nie. Ah ja. Gut, was aber schon ganz gut ist, finde ich, dass man nämlich in so eine komische Schrein muss, in eine Feuerband schreien, um sich aufzuleveln. Was nehmen wir dann, du? So, das bestätige ich mir jetzt immer. Und dann haben wir doch auch noch so komische... Gibt's denn auch so Seele-Picture, die man irgendwie noch nehmen kann? Hier, genau, so Ding. Goldene Rune. Nehmen wir einfach mal. Reicht das? Es reicht, glaube ich, nicht, ne? Dann nehmen wir davon nur noch 2. So, dann kennen wir nämlich auch noch in... es reicht doch nicht. Viel als noch 700. Es steigt schon stark an mit den Seele, die man da braucht zum Leveln. Reicht es jetzt? Es reicht doch noch immer nicht. Jetzt muss ich gucken, wo ich da wieder so 2 Helden herkriege. Sagen wir, wie war denn das, du? Bist du Hebel? Ah, hier. Wenn man da so wochenimig gespielt hat, da tut man schon auch das oder andere noch so verdrängen. So. Dann gucken wir mal, wo wir da jetzt noch so 100 oder 200, ja, auf geht's. Von denen Rune herkriege. Das Schwert sieht schon lustig aus, so ist nicht, ne? Ach, mir hätte eigentlich halt auch noch so 3 Bossgegner vor der Brust war. Ich kriege die gar nicht mehr alle gar zusammen. Das war der komische Hirsch, der da immer durch die Luft gehupst ist. Das waren die anderen 2 Nummer. Ach, ajo, vorbeigeschlagen. Der hat einfach eine lange Leitung mit dem Riesengerät da. Treffen wir den? Ja, wie viel gibt der? 5, ja, super. Gucken wir uns lieber mal ob man jemand findet, der vielleicht 50 gibt. Wer tut denn du Krummele? Was ist denn mit dir? So. Ajo. Das ist dann mit dem etwas schnellere Schwert schon einfacher, die zu treffen. Weil er nicht so lang ausholen muss. So. Das kennt jetzt eigentlich reichen. Ich meine, das hätte 6-2 gestanden. Die Frage ist, was machen wir dann im Anschluss?
Ah, jo, drüber geschlagen, du Depp. Jawohl. Ah, das gebe auch nur 5. Das lohnt sich ja auch nicht, ne? Du, zum Beispiel den dumme Reiter, du. Der hat ja eigentlich auch noch Schlee verdient. So. Stufenaufstieg, Geschicklichkeit, bestätigen. Sehr gut. So. Wo ist denn jetzt der komische Reiter? Der ist mir jetzt hier schon das oder andere auf den Keks gegangen. Du wärst jetzt vielleicht aber auch nicht schlecht. Ah, jetzt fällt mir auch auf, was auch unheimlich nervig ist. Bei Dark Souls konnte ich nämlich eine unscrollen mit dem Mausrad und hier geht das nur mit denen, so geht das nur mit der Pfeiltaste. Du musst dann immer die Hand von der Tastatur nehmen. Und ich muss... Ach, Samu, kannst du nicht ein bisschen langsamer laufen? Warum reicht denn du eigentlich A-Schlag von dem? Was war denn das für einer, der so nur hin ausgekeilt hat? War das der, du? Es gab Gegner, der hat dann das Pferd nur hin ausgekeilt. Ah, ich glaube, das war dieser komische, dieser komische Hirsch, glaube ich. Weil da habe ich mir gedacht, das wäre geil, wenn mein Pferd das auch kennen wird. Kann ich mich eigentlich auch von hinten an den anschleiche. Bei der Geschwindigkeit tut er sich wahrscheinlich eher umdrehen. Oh, Schlabberdrängsche. Ach, wie will denn der mich so getroffen? Das geht doch gar nicht. Also das Schlimme ist, ne, das ist ja eigentlich so der erste Bossgegner, also so kleiner Bossgegner, den man in dem... Ja, jo, natürlich. Ah ja, was dann noch? Den man in dem Spiel quasi gegenübersteht, aber den habe ich bisher nicht gepackt. Ich weiß nicht, ich müsste das jetzt nur wirklich im Vergleich sehen, ne? Aber meines Erachtens sind die Ladezeiten nur um Tod. Naja gut, und bei Dark Souls, da hat sie dann den komischen schwarzen Bildschirm, wo dann die Nachrichten draufstehen, ne? So wirklich schneller wäre das auch nicht gewesen. Ajo. Natürlich. Es ist auf dem Pferd schon besser, aber ich finde, das lässt sich so schlecht steuern. Da wäre ich immer besoffen, wenn ich auf dem Pferd spiele. Ich weiß ja auch nicht so genau warum, aber... Ich meine, das fängt schon damit an, dass er nur links schlägt, wenn ich die Rechtmaustaste drücke. Und nur rechts schlägt, wenn ich die Linkmaustaste drücke, ne? Du, das ist irgendwas... Das kann ich total vergessen, dass du da richtig schlägst. Ah, ich weiß nicht. Ich finde, das ist schon auf dem Pferd wahrscheinlich die richtige Taktik. Ist mir dann schon so ein bisschen robuster gehe, finde ich. Ah, jo. Ah, hab schon nicht. Ja, der hat meinem Pferd was abgezogen, ne? Das war natürlich nicht so nett von dem. Ach du, vorbeigelaufen. Ach, wie hat er mich jetzt wieder getroffen, du? Oh, Schlabberdrängsche. Oh, alleweil ist er aber... War das so ein Move oder ist er angefallen? Ah, jetzt müssen wir jetzt erst noch mal Schlabberdrängsche uns drin pfeifen und dann noch Schlag. Komm, jawohl. Jetzt muss ich wieder überlegen, wie steige ich denn ab? Goldene helle Bade. Musst du jetzt nix.
Ja gut, 3200 Seele, alle hopp. So schlecht ist das jetzt nicht, ne? So. Was ich jetzt aber auch noch mal ausprobieren wollte. Mir hatte ja eigentlich so die Riese. Und ich habe irgendwie irgendwo gelesen, dass man dort relativ gut Seelefarme kennt. Wenn nicht... Ah, das tun nehmen wir natürlich direkt alles mit. Das ist hier klar. Komm, springen wir da hoch. So. Die war jetzt hier durch das Tor da oben und dann quasi rechts um die Ecke. Was steht denn da eigentlich? Unter den... Ja gut, du warst schon. Es ist halt so ärgerlich, weil ich so viele verschiedene Gebiete angefangen habe, aber die halt quasi nicht zu Ende gebrungen habe, weil ich es halt nicht hingekriegt habe. So, jo, der Riese kommt jetzt runtergehupst, ne? Ach, schon irgendwie gedacht, dass er mich jetzt nicht erwischt. So. Dann springen wir da oben gerade schnell um die Ecke. Der für den Trompete, wie sagt man, du Stoß? Nee. Also jedenfalls für das Trompete hat er gerade einer übergeredet. Das ist eigentlich eine Frechheit. Bekommt mir der Riese eigentlich Schnuggel oder weil er so lamm ist? So, wo sind die dann jetzt? Ah, stopp, nicht da runterfallen, bitte. Die müsste doch da jetzt eigentlich irgendwo kommen. So sind die Wölfscher, jo. Die Karlchen hat die ich jetzt auch nicht gebraucht. Ah, da war das komische Quallevieh. Ah, da müsste doch auch irgendwo die komische Riese gewesen sein, Samu. Oder war die hier noch jenseits vom See? Ah ja, da hinten tut doch einer rumschlappe. Dem können wir gerade mal ein bisschen die Achillessehnen operieren. So. Also, wenn wir jetzt dem einfach so packen. So, zack. Und dann rennen wir so ein bisschen weg. Weil irgendwo habe ich gelesen, die würde sich dann gegenseitig verdruspeln. Das wäre ja genau das, was ich brauche. Aber bisher sieht es eher so aus, als würden sie mir hinterherlaufen, ne? Oh, 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 der Schatten kommt alles näher. Sieh das? Au, 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 jetzt kommen sie aber alle gar. Oh, was soll der jetzt so? Der Stegewaff oder was? Ich glaube, es geht los. Beste Leber. In der Reihe ist nicht so meins. Ja, guck, der hole ich schon aus zum Schlag, ne? Was ist denn das du eigentlich? So mitten in der Walachei. Schmiedestein. Ah, gut, den können wir natürlich schon auch gebrauchen. So ist nicht. So klar war sogar 2, hä? Ach, genau ins Kreuz. Was eine Frechheit. Ach, das war das falsche Knäppchen wieder. Das war knapp. Das war richtig knapp. Jo, ne, wenn die so auf den Boden stampfen, dann tun sie schon gegenseitig Energie abziehen. Das muss man schon sagen. Aber das ist natürlich schon auch ein gefährliches Spiel, finde ich. Weil jo, ist auch nochmal Pferdchen weg. Weil das Pferdchen brauche ich natürlich schon. Ohne das sieht es schlecht aus. Es gab auch irgendwie sowas, was ich dem Pferd geben kann, damit sich das heilen kann. Müssen wir nachher auch noch gucken, was das war. So, wie sieht's denn jetzt so aus? Ihr soll eigentlich doch gegenseitig warten. So. Hast du noch? Ja. Kommt, lehn mal Zahn zu, Pferdchen. Hat das Pferd eigentlich einen Namen? Spektralross, ich meine, das ist ja schön, das ist aber eher die Gattung, oder? Das wird dir schon anders der Häse. Zum Beispiel Fury. Ah, fuck. Also Fury ist doch gar nicht schlecht. Oder Zweihorn.
Wer kennt dem natürlich auch, fuck. Wer kennt dem natürlich auch einen ganz anderen Namen geben. Ach, guck mal, die haben schon die Hälfte von der Energie abgezogen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber das ist schon so, das ist schon so Ritt auf der Rasierkling, finde ich, ne? Also Rückzug ist das da an die Hostgang. So ist nicht. Alter, was die immer für so, der Schallangriff, du, hä? Also ist schon eigentlich gar nicht schlecht. Ich muss sagen, die komische Riese, die da ohne die Kutsch gezogen, die war irgendwie einfacher, finde ich. Ah, fuck, jetzt ist mein Pferdchen weg. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich jetzt aus der Geschichte wieder rauskomme. So wie es aussieht, gar nicht. Ja. Ah, okay, das hat jetzt doch besser geklappt, wie ich gedacht habe. Aber das ist jetzt wieder scheiße, ne? Ich habe kein Flakos mehr. Ach jo, du ist das komische Tentakelvieh. Sag mal, wenn man da so ein bisschen vorbeireitet, du das Tentakelvieh, dann ach, den Riesenschwade. Komm, spring. Oder geh fort, im Vielfalt mach was. Oder was noch besser wäre, wenn die Riese quasi das Tentakelvieh kaputt schwade würde. Das wäre natürlich auch geil. Ach, wie haben die mich dann jetzt schon wieder getroffen? Aber... Ach, wahrscheinlich schon so eins von den kleinen Tentakelviecher platt gemacht. Nee, die Taktik, die ist, glaube ich, zum Seelefarmen ist die blöd. Ist jetzt eigentlich mein, könnte man den dann nennen? Also erst probiere jetzt schon mal, ist das ein männliches Pferd oder ist das weibliches? Kann man jetzt so direkt nicht erkennen, ne? Ich würde sagen, wir suchen ein männlicher Name. Aber ich bin, was so Name angeht, bin ich unheimlich schlecht. Wie kennt man das dann nennen? Ich hatte jetzt schon so gedacht, Fritz kennt man es nennen. Ah, vielleicht finden wir da auch noch bessere Name. Holger? Holger ist es nicht, oder? Ja, da oben war der. Natürlich. Wenn ich da runter springen würde, hätte ich mir alles brechen. Was war das dann jetzt schon wieder? Also Holger ist es nicht, den ich sagen. Ah jo, wieder du mit deiner dummer Trompet. Holger ist es nicht. Also Fritz passt mir eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, irgendwie, ich brauchte noch was Fetzigeres. Naja, mal gucken, wir spielen das Spiel noch ein bisschen, irgendwann fällt uns noch ein Name in. Ach so, leicht Springhörnchen, aber das ist auch so lang, ne? Weil er so Doppelsprung machen kann. Ne? So, wo sind dann jetzt du, mein Seelchen? Gut, dann schnappen wir uns die. Und dann gucken wir mal. So war doch irgendwie Card G. Mir hatte uns nämlich so verschiedene Sachen markiert. Genau, hier war zum Beispiel noch irgendein Schatz, wo wir nicht dran kommen sind. Aber mir hatte doch auch noch irgendwo so 2 Endgegner. Wie kann ich denn jetzt... Ah, hier Untergrund Z. So, also zum Beispiel hier, ne?
Hier war irgendwie scheinbar ein Endgegner. Ah, das da war, glaube ich, der komische Hirsch. Was war denn hier das für einer? Das weiß ich gar nicht mehr. Ach, doch, doch. Das war der komische Riese in dem See, ne? Und da habe ich auch was markiert. Wir tun mal das an, beame uns und gucken mal, was das abgeht. Das war ja diese komische Welt, glaube ich, mit denen komische blaue Viecher. War das da? Oh. Kannst du eigentlich auch mal ein Pferdchen rufen? Ja, gut. Jetzt tun wir da hoch, Flitze. Ach, ajo, das sind ja wieder die ganze Vollidioten mit ihrer Boje, die dann 30.000 Meter... Ah, genau. So war die Geschichte hier mit dem... Genau, ja. Guck mal, haben wir da noch zwei? Einer. Reicht das schon? Ja. Okay, wo geht's denn jetzt an? Guck mal, da oben war der Olymp, hat er das gesehen? Da rechts oben. Vielleicht ziehen wir den jetzt gleich noch im Hof. Oder vielleicht fahren wir dort auch an. Man weiß es ja nicht. Das war schon wieder ewig die Aufzugfahrt. Jetzt so ein bisschen Fahrstuhlmusik. Okay, ja. Will ich wissen, wo ich rauskomme. Auf jeden Fall haben wir da ein neues Bonfire. Aber jetzt... Sagen wir hinten die Viecher? Ist das jetzt nicht die komische Schlucht da? War ich bei den Viechern nicht schon immer? Ich hab irgendwie gedacht, dass ich bei denen schon mal gewesen wäre. Ja, sehr schön. So, was prima. Runenfragment. Ah, okay. Ein Refugiumsstein. Ich weiß zwar nicht, wofür er da ist, aber ich nehme ihn. Oh, das ist aber jetzt mit dem Schwert schon knapp, bis die explodiere. Also mit dem anderen hatte ich doch, glaube ich, ein bisschen mehr Luft. Ja, sehr schön. So kann es weitergehen. Auf der anderen Seite, ja gut, die Donut, das sind ja so Propeller-Dinger, ne? Ich weiß nicht, ob die alle gar explodieren, weil die explodierenden, die sind halt hier schon relativ angenehm. Ah, jo, Mitte drin versteckelt. Hanna ist wieder Exi. Ja, es sind schon fiese Dinge. Ja, und noch einer, und noch einer. Sehr gut. Ja, da muss man schon aufpassen. So, jetzt. Es ist schade, dass der keinen Doppelsprung hat, ne? Das wäre natürlich richtig geil. Komme ich denn jetzt da hoch? So. 1, 2, 3, 4. So, den letzte Schwinger wäre es nicht besser, wenn er den auch noch mal von links raushole, det. Für den er doch auch noch mal so ein bisschen Zeit spare, oder? Gucken wir mal. So, rechts, ne? Links, rechts. Und warum macht er den jetzt noch mal von rechts? Dann die Combo zu Ende und er will neu anfangen, oder was? Ach, jetzt bin ich da runtergesprungen, ne? Komm ich schon da hoch, so, ja. So, gut. So. Aber du kommst doch... Das ist doch... Du Pfanne bei dem komischen See, oder nicht? Das du Ding und ich auch nicht gesehen, ne? Ich mein, das wäre schon immer gewesen. Nur nicht mit Bonfire. Schöner wäre es jetzt, ne, wenn das Ding explodiert und die andere du gerade mitnehmen tät. So. Wie kommen wir jetzt da hoch? Gut. Müssen wir das grüne Balge wieder aufladen. Was tut denn du hin? Ach, ajo, was ist denn das?
So habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Das muss ich schon sagen. Das war doch wieder so Zauberer oder was das war. Was ist mit dem Vieh? Gut. So. Ja, schießt du nur gegen die Wand. Das kommt mir gerade recht. Jetzt gehen wir da mit dem Pferdchen gucken, weil so haben wir uns schnell wieder aus dem Staub gemacht im Notfall. Guck mal, Dummo. Was sind das? Ah, jo, natürlich. Er hat die Pfeile, die sind ja dreimal so lang wie ich. Ist das jetzt auch so eine Art Bossgegner oder ist das nur Fallobst? Ja, muss abwarten jetzt. Ja, das packe mir aber nicht, ne? Zwischen zwei Schüssen, dass wir zwischen zwei Schüssen zu dem kommen, oder? Wir können uns vielleicht hier noch mal so ein bisschen verstecken. Dann kann's reichen. Einfach um zu gucken, ob wie viel wir dem abziehen mit so einem Schlag. Ach, das wird fucking knapp. Ach, der hat auch noch ein Schwert dabei. Ach, ne, ach, das so gibt nicht. Ah, und da hinten ist hier noch so einer. Laufen wir ein bisschen schneller. Jo, genau. Machen wir uns mal aus dem Stab, oder? Ach ja, jetzt holt er wieder seine Bohe raus. Jo, schießt da am besten in die Fuß rein. Nee. So haben wir nicht gewettet. Komm, spring doch mal raus, Pferdchen. Komm, hopp. Ach, jetzt ist das Pferdchen wieder halb tot. Was ist denn das jetzt für eine Aktion? Macht der noch Feier? Oder ist er jetzt gestoppt? Angefallen und tot oder was? Was war denn das jetzt für eine Aktion? Ist er also eigene Fies gestolpert oder was? Komm, schlag doch jetzt noch mal. Lass dich doch nicht immer so, bitte. So viel Energie hat er doch jetzt auch mal wieder nicht. Komm her, spring doch mal weg. Das hat dir kein Wert, mein armes Pferdchen. Vielleicht ist er so blöd und fällt wieder sein eigenes Fies. Der trifft mich schon nicht von da, oder? Nee, gut. Es war aber wieder Spiel mit dem Feuer, muss ich schon sagen. Der muss doch jetzt irgendwann mal tot sein. Oder hat er sich zwischendurch geheilt? So, genau, jetzt fällt er wieder an, oder? Ach nee, das ist nicht eine Falle. Das ist ein Feuerspeiting. Aber ich hatte ihm doch schon... Der war doch eben schon fast tot, oder nicht? Der hat doch nur noch so ganz bisschen Energie gehabt. Hey, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal gucken. Also müssen wir auf jeden Fall jetzt nochmal gucken. Was ist mit meinem Pferdchen? So. Jetzt gehen wir an. Und dann tun wir einfach, du musst ein bisschen vorbei hupsen. Jo, genau so. So springen wir da drüber. So springen wir auch drüber. Erkennen die alle gar explodieren. Die Seele haben wir dann schon mal sicher. So, und jetzt ist die Frage, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Zuerst brauchen wir auf jeden Fall mal die Seele. So. Ach komm, spring doch da hoch. Ach. Ach, das gibt nichts. Das ist doch Scheißdreck. Riese. Noch ein bisschen um die Ecke, dass er sich mit dem Pfeil nicht trifft. Aber ich würde den schon gern packen. Ich weiß aber jetzt nicht so genau, da hinten ist noch so einer. Ich muss fairerweise sagen, einer geht mir gerade reichen. So, jetzt springen wir da hoch. Komm, schon mal du weglaufen, bevor der wieder sein Feiergedöns macht. Jo, ne? Das kann ich nämlich nicht gebrauchen, das Feierzeichen, du. Ach, es ist
Steuerungstechnisch ist das schon nicht so geil, muss ich schon sagen. Schön die Achillessehnen operiert. Ach, jetzt, nee, jetzt ist er angefallen. Sehr gut. Komm, schla doch. Oder war's das? Was ist denn das, wenn der so anfällt und sich ausruht? Und jetzt der sein Kollege-Stuckschuss. Ah jo. Jetzt macht er mal halblang. Ich bin jetzt gerade den Ende gepackt. Ich habe halt so die Befürchtung, dass du jetzt an jeder Ecke so 2 oder 3 von denen rumhupse. Kann ich mich da irgendwie nochmal verstecken? So. Packen wir das? Packen wir das? Ja, das packen wir, oder? Ja. Guck mal, der Baum, ne? Sieht aus, als wäre der jetzt direkt um die Ecke. So, ist mit einer, warte, ich tu jetzt da anreite, dann gehe ich zum Baum, dann das Spiel rum. Ja. So, dann können wir jetzt. Der ist aber schon weit weg. Das wird gar nicht so weit ausgesehen. Verdammt die Scheiße, das wird eng. Ach komm, das war doch wohl vorbei. Nee. Hat der... Ah, fuck. Nein, mein armes Pferd. Nein, 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 nein. Spring. Ach, shit. Zu spät auf Springen gedrückt. Ich will mein Pferd wieder haben. Ich will mein Pferd wieder haben. Ohne das bin ich doch nur halb so gut. Ach, ich hab's nicht angekriegt. Manchmal springt er gar nicht irgendwie. Ach so, das verbraucht auch von dem grünen Kram, ne? Eigentlich der kann doch so schwer eigentlich gar nicht sein. Was ruht der sich jetzt aus? Oder macht der, ach, ajo, der macht auch seine Feierscheiß, ey. Ach, habe ich nie dran gedacht. Jetzt muss ich wieder wahrscheinlich beide machen, oder nicht? Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, da ich jetzt nur beide machen muss. Oder ich könnte vielleicht an dem einen einfach so ein bisschen vorbeirennen. Mehr nicht das ging. Ich glaube irgendwie nicht, dass das geht. Weil dann schießt der Anna ja auch mit seinem Scheißbogo eine Geschichte rum. Ah, jo, sei wieder do. Ist meine Seele wieder am Arsch der Welt. Das wäre wieder ein Level gewesen. Komm, schieß. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir ihn ja doch irgendwie. Ach, musst du jetzt da oben auf dem scheiß Felsen rumhopsen? Komm doch jetzt mal da runter wie normale Leid. Echt? Mein Fies, die du so ein bisschen mitspringen, ne? Komm, lauf, hat die kein Wert. Der grüne Balken muss noch mal ein bisschen aufladen. So. Jetzt tun wir da noch mal ein bisschen ansprinten. Ach, muss der dann jetzt da oben auf dem scheiß Felsen sind, wo ich mich nicht manövrieren kann? Ach, und er ist gesehen. Ich habe zu früh auf Springen gedrückt. Ah, was war denn das? Fuck. Komm, lauf nochmal weg, Pferdchen. So, jetzt bräuchte ich was, womit ich das Pferd heilen kann. Warum hat er jetzt was abgezogen? Sag mal, der wird sich jetzt bestimmt gleich nochmal ausruhen, oder? Der dann so anfällt und nichts macht. Macht aber gerade keine Anstalten, ne? Jo, jetzt kommt der du wieder angeschlappt. Ah jo, das kann ich jetzt wieder gebrauchen.
Sein Kollege tut auf den schieße oder wie ist das? Sind die nicht befreundet? Gut. Gut, 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 gut. So, jetzt kann ich da nämlich mal in Ruhe gucken. Also, Inventar. Was geben wir da an dem Pferdchen? Objekt. Körperliche, okay. Nee, 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 nee. Ich will was von, wo ich mein Pferd damit heilen kann. Nee, nee, nee. Ich finde doch gar nichts. Ich weiß genau, dass du irgendwie was gab, ums Pferd zu heilen. Aber... Oder ist das hier dabei? Nee, das ist Herstellung von Objekten, ne? Verstärkungsmodell, ja, das ist für Waffe, ne? Ja. Was ist denn das, du? Grüne, okay. Finde ich jetzt eigentlich so direkt nichts, wo ich mein Pferd damit heilen kann. Ja, ja, soll nochmal anlegen. So, dann können wir da schnell mal um die Ecke flitzen. Verstecken wir uns so hinter dem Fels wieder. Ja, genau. So. Oh, da trifft der mich normal nicht. So, und jetzt aber flott. Wo sind sie dann, die Seele? So, jetzt hat er geschossen. Das heißt, mal ein bisschen Zeit für dahin zu flitzen, die Seele zu holen. Ja, jetzt macht er den Stampfer. 3 Stück schon irgendwie mit 2 gerechnet. Gut. Macht er gleich wieder den Stampfer? Nee. Er will mit seinem Bogen schießen. Das kann er von mir aus machen. Stampfer. Nein, fuck. Zu spät reagiert. Und der dritte. Ja. Der ist aber schon langwieriger wie sein Kollege. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass der Done Pfeile auf seine Kollege geschlagen hat. Jetzt macht er das Feuer, hä? Jetzt macht er das Feuer, oder? Nee, 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 jetzt ist er angefallen. Okay, Feuer. Spring weg. Ja. Normo. Dritter Stampfer. Okay, dritter Stampfer. Nicht? Doch, dritter. Fuck. Komm, renn weg. So, jetzt brauchen wir erst mal Schlappertränkchen. Ja, springe. Nochmal springe. Das war knapp. Der wird jetzt irgendwann mal noch genug haben. Kommt jetzt die Feuersbrunst. Jo. Schnell weg. Was jetzt? Fällt er jetzt wieder um? Ja, ist er jetzt endlich nochmal hier? Genau, macht jetzt nochmal Mittagsschläfchen. Perfekt. Noch ein Schlag, komm, hopp. Ja, tschüss. Es sind immer so schwere Geburt, da. Gibt's hier hin noch was? 10.000 Seele, ey. Müssen wir gucken, wie wir die schleunigst wieder unter die Leid kriegen. Du geht's nur in den Tod. Fast wärst du runtergehupft. Gut, die wollen jetzt bestimmt, dass wir da in die Bursch gehen, ne? Wahrscheinlich war das da nur die Vorspeise und wenn du jetzt da hochgehst, kommt der Boss gehst, ne? Kann ich ja auch wieder drauf verzichten. Ist aber schon so ein bisschen karge Landschaft, da, oder? Also es hat so ein bisschen was, so Mischung aus Mars und keine Ahnung. Mit dem roten Sand, da. Wie hieß der eine Film noch gleich? Mit
Mit wem kann man du schwätze? Steht doch eh für reden. Mit der Kurl du? Warte mal. Musst du absteigen? Ja. Geh mal ein bisschen beiseite, nicht dass das Ding umfällt. Soll das du jetzt den Bossgegner darstellen oder was? Kann ich schon jetzt drauf verzichten, wenn ich das so sehe. Und was war denn das jetzt eigentlich für ein Gespräch? Das bisschen Gepummel und Gezitter da. Kommst du rein? Wahrscheinlich muss der mir die Tür aufmachen, weil es für mich zu schwer ist. Ne? War es das jetzt mit der Schwätzerei oder hast du noch was zu sagen? Oder muss ich dir jetzt mit meinem Schwertchen Arepa durchs Gedämm ziehen? Weiß ich wieder nicht, was du machen sollst. Wenn ich jetzt draufschlage, dann wird er wieder wierig. Okay, das hat schon mal nichts gebrungen. Aber so wirkliches Gespräch war das jetzt nicht, oder? Bis jetzt ist das noch ein bisschen enttäuschend. Ah, guck mal. Ist jo ein Todesschädel Mitte im Fels drin, ne? Guck euch das mal an. Und dann die Wurzel, ne? Die Wurzel, du da so fresse, das ist schon ganz geil. Sieht schon gut aus, doch? Muss ich sagen. So, aber jetzt hier, da müssen wir irgendwie... Das muss hier irgendwie noch ein bisschen... Also, das Gespräch war jetzt noch nicht so ergiebig. Weißt du, mit dem... Wenn er das uns du wenigstens mal die Tür aufgemacht hat. Was? Warum steht denn da eigentlich Fitness des Bluthunds? Oh, das war fucking knapp mit der Mo. Also es lässt mich jetzt nicht los. Was ist denn du jetzt? Das kann es jetzt wohl noch nicht gewesen sein. Muss jetzt wohl noch was kommen. Was ist denn das? Ach, du doch nicht so schnell Larve. Gut. Vielleicht immer so hoch. Vielleicht kann ich dann noch mal Schwätzchen. Nee. Muss ich du vielleicht irgendwas ausrüsten? Warte mal. Was stand du? Nee, ich will jetzt nicht gegen irgendeine kämpfen. Kann ich schon mal gleich bleiben lassen. Ich will jetzt schön wissen, was hier Sache ist. Rufschlagen hilft nichts. Hoch, das ist doch jetzt aber irgendwie enttäuschend. Guck mal, das sind jetzt 3 Stück von der Rest. Was soll denn das? Die wahre Eva war noch nicht du. Ja, aber der ist ja dann Bes. Der will mir dann ja Aua machen. Also das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Das müssen wir auf jeden Fall mal markieren auf der Karte. Die Frage ist, was für ein Marker platzieren wir dann da? Fehlt jetzt so Fragezeichen, ne, Symbol. Ich mache mal da so Kampfding an. Ne? Weil das sieht so nur Kampf aus. Es ist jetzt wieder so ein bisschen unbefriedigend, muss ich schon gerade sagen. Oder kommt das Teil gleich runtergerollt, über mich drüber. Oder ich kann halt noch nicht drin, weil mir noch irgendwas fehlt. Das ist schon nah an dem Baum dort dran, oder? Wie stellten sich das hier? Sieht man den Baum hier irgendwo? Weil du hinten das ganze Stück, das wird dir dann quasi erst freigeschaltet werden dann, hä? Das lässt mir keine Ruhe.
Jo Gott, dann halt nicht, ne? Ich will du eigentlich gegen überhaupt niemanden kämpfen jetzt. Weil die Hanje erzählt, die Rote wäre dann quasi feindlich gesinnt und die, was weiß ich, goldene oder weiße oder was das ist, wäre dann freundlich gesinnt. Jetzt gehen wir auf jeden Fall noch in die andere Richtung, weil du konntest mir ja auch noch weiter, männlich. 10.722, das reicht halt wieder nicht für 2 Level, ne? Das ist nur A-Level. Das ist natürlich auch ein bisschen schade. Ne, du hinter das, ne? Die Kuppel, das war mein Aufzug. So, du warst Bonfire. Aber du rechts konnte man ja auch noch weitergehen. Wo du die Baumwesen sind. Wenn du mal das erste Mal jetzt noch mal aufleveln. 3 Stück, na gut, das wird wieder nicht reichen, ne? Nee, das reicht nicht. Ich war eh schon bei 6.000, ich bin schon bei 7.000 oder so. Stärke. Stärke ist immer gut. So, dann komm schon mal her, Pferdchen. Dann gehen wir nur noch in die andere Richtung gucken. Ah, gut. Stopp. Mach doch nicht so schnell. Bleib doch mal ganz langsam. Mach schon mal locker. Das sieht aber auch aus, als wollte mich da jemand schwade. Warum tut's denn da unter dem Baum eigentlich regnen? Gibt's da einen Grund für? Oder hat jetzt generell angefangen? Ach, ajo, den hab ich allweil gar nicht gesehen. Ist jetzt die Frage, ne? Ist das halt besser, so einer mit dem Pferdchen anzutreten oder zu Fuß? Weil zu Fuß kann ich halt, sag ich mal, wenn der angreift, versuche so unter dem wegzuspringen. Ach, der sieht aber nicht so aus, als würde er Spaß verstehen, ne? Ajo. Komm, spring weg. Bevor er wieder ausrastet, du, der Bär, du. Zu spät, zu spät. Ah, er ist aber schon wierig unterwegs, oder? Guckt er den mal an. Was der Oberkörper hat, der war schon oft auf der Rudermaschine, oder? Ich war ja auch am Überlegen, mir immer so Rudermaschinen zu kaufen, aber die sind halt so groß, ne? Ich bräuchte irgendwie was ich irgendwie bequem auch schnell mal irgendwo in eine Ecke stellen kann. Das Ding immer abzubauen, aufzubauen, das ist ja auch schon so ein bisschen nervig. Ach, ja, guck, wie er da um meine Rune drum rumschlawenzelt, ne? Als wäre es sein Beute. Sollen wir es jetzt vielleicht mal doch mit dem Pferdchen ausprobieren? Und wer war zu blöd, um sich die Seele zu holen? Der hat die sich alles noch nicht geholt. Das gibt's doch gar nicht. Komm, lauf mal weg, lauf mal weg, lauf mal weg. Einfach damit wir Domo Flakirchen nehmen können. Wo ist er dann jetzt? Ajo, brüll du nur. Da hat er mir aber alle weit 2 Brang gegeben. Den würde ich schon gern packen. Ich bin gerade überlege, ob ich so irgendwie gestern oder wann mal in einem anderen Stream gesehen habe. Aber da hat das eher so nur Bossgegner ausgesehen. Cool, an unserer Seele kommen wir jetzt verhältnismäßig einfach dran. Das ist schon sehr löblich. So,
stopp, stopp. Mach doch mal locker, ey. Spritzer, du. Ja. Ja. Jetzt hat er sich umgedreht. Ach, als hätte er mich da oben gesehen. Ich hab mich doch hinter einem Baum versteckt. Kommst du jetzt oder bleibst du da unten? Vielleicht können wir einfach ein bisschen durchrennen. Vielleicht ist er zu faul, für hinterher zu rennen. Fuck. Damit habe ich nicht gerechnet, Alter. Guck mal, wie hoch der springen kann. Alter, da habe ich jetzt echt nicht damit gerechnet. Der ist hier über den Baum drüber gesprungen, ey. Es war jetzt wirklich, so habe ich jetzt wirklich nicht damit gerechnet. Gut, an die Seele, du darfst mir nochmal wieder dran kommen. So, komm, hopp, nehmen sie doch einfach. Sollen wir einfach mal so ein bisschen da durchrennen? So, zum Beispiel, so, was ist denn das? Ja, super. Wie soll ich jetzt da oben wieder dran kommen? Und wie hat er denn das alleweil gemacht? Blutschmuppige. Guck mal, wie er da oben rumzappelt. Was ist denn das für ein Vieh? Ach, wie komme ich dann jetzt da oben dran? Jo, ist wahrscheinlich gar nicht. So, und da unten. Aber was wie hat er das jetzt gemacht? Der, also, jo. Aber. Okay, du war Markus Fall. Ne, Marikas Fall. Oh. Ich glaub. Ich bin mir jetzt nicht so. Wo ist denn das? Ah jo, genau. Ach shit. So war ich nämlich das letzte Mal durch von unten, von dem komischen, was weiß ich würde es jetzt einfach mal schwelender See nennen. So bin ich nämlich von hier unten gekommen. Und. Ah jo, guck, wo es Laie da oben. Wie soll ich denn dort dran kommen? Ach, es ist doch grauenvoll. Jetzt muss ich mal wieder gucken, wo ich da hinten so komisches Bonfire herkriege. Na komm, spring da hoch. Danke. Da war aber, glaube ich, auch irgendwo eins in der Nähe. So, mal gucken. Die Bonfires, die sehe ich doch aber auch auf der Karte. So. Das heißt, wo gehen wir jetzt so am besten an? Es ist wahrscheinlich so. Komm, wir laufen einfach mal da runter. Genau, der do komisch Sumpf. Da sind wir nämlich schon mal durchgeschlappt gewesen. Jetzt muss ich nur noch mal überlegen, wo das jetzt noch mal genau das Bonfire war. Ich meine, das müsste hin irgendwo gewesen. Ich glaube, du, der Berg war's hoch. Ja, du doch schon was Schimmere. So, steigen wir ab. Jetzt müsste man nur wissen, wo das andere Bonfire jetzt war, ne? Ach, shit. Das wollte ich gar nicht. Sondern Reisen. Wie ging das jetzt noch immer?
Oder er musste mir du gar nicht hier an die Bonfire, sondern man konnte auch einfach so reisen. Das kann halt dir Chancen. So, also wenn hier meine Seele sind, dann mischt ihr das da oben der komische Aufzug sind, oder? Da ist jetzt halt wirklich nur die Frage, wie komme ich jetzt an die Seele wieder dran, weil die sind nur auf dem Baumstumpf natürlich wieder gerade Gaddings. So, in die Richtung müssen wir. Jetzt müssen wir zuerst an dem komischen Bärentyp vorbei. Machen wir einfach mal so, als wäre er nicht da, oder? So, und jetzt kannst du bitte einfach jetzt mal die... Ah, okay. So, jetzt holen wir uns die. So, und jetzt kannst du da runterspringen. Ja, gut, hast du das gemacht. Dich kann man heißen. Jo, plusch da du nur da rum. Das interessiert mich jetzt nur gerade nicht. So, jetzt du mal hier und durchspringen. So. Jetzt sind wir uns in Sicherheit. Gut. Wo gehen wir dann jetzt hin? Zum Beispiel hier. Wie komme ich denn dorthin? Da muss ich, glaube ich, von hier oben, oder? Und warst du eigentlich schon immer? Das Ding, es kann sein, dass man da auch so Steinschlüssel gebraucht hat. Aber bevor wir uns so jetzt irgendwie großartig teleportieren, da sind wir doch mit dem Pferd bestimmt schnell angelaufen, oder? Fehlt halt so Minimap, ne? Geradeaus immer. Ah, das ist weiter oben sind, wo der komisch Lichtpfahl da ist. Jo, zu langsam. Ne, da hinten ist nix. Ups, mal da drüber. Es kennt natürlich auch Sinn, dass das auf einer anderen Ebene ist und da ich jetzt von hier unten gar nicht so einfach drankomme. Das weiß ich jetzt halt ehrlich gesagt nicht. Die Halle aber viel aus. Viel mehr, wie ich gedacht habe. Ne, aber klar, was geht mit der du ab? Ach, da muss man wieder absteigen, ne? Weil ich glaube, mit der habe ich schon immer schwätzige Halle. Oder mit dem. Ah, jo, das war der gesprächige Typ. Lasst sie mich ein letztes Mal sehen. Und was will sie? Scharlachfäule. Scharlachfäule? Haben wir da was? Fäulnisfett. Habe ich halt nur eins damit, ne? Was geht denn jetzt ab? Ach. Wo kommt denn das her? Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Wo Lust nämlich jetzt wieder raus? Ah jo, du, am Arsch der Welt. Komme ich denn jetzt da unten wieder an? Wo sind dann meine... Wo sind dann meine Seelen? Normal werden die doch nur angezeigt. Ah, hier, ne? Ich konnte aber dieses Scharlachfäule konnte ich jetzt gar nicht ausrüsten. Normal, das mich doch dann einfach gehe, oder nicht? Müssen wir nochmal gucken. Also. Hier. Doch, jetzt kann ich's. Warum konnte ich denn das eben da unten nicht benutzen? Das ist schon ein bisschen komisch. Wir holen uns mal unsere Seele. So. Dann gehen wir zu dem und tun wir mit dem nochmal Schwätzchehalle. So, und jetzt
Hier Scharlachfäule nutzen. Und jetzt? Was jetzt? Ey, guck doch, da ist es doch. Das verstehe ich jetzt nicht. Was will er dann jetzt von mir? Ist es doch. Wo ist dann der einer, den ich jetzt mal gerade verdruspeln kann, dass der das so sieht? Jo, das verstehe ich jetzt aber nicht, was er da von mir will. Wow. Der hat aber auch Beserschwinger drauf da. So, war's das? Hast du das sie wohl oder was? Ja, es war das falsche Knäppchen. So, jetzt. Jo, dann halt nicht. Wenn du nicht klar Text und auf Deutsch retten kannst, dann tust du halt bleiben. Also fertig. Dann musst du da rumhocken bleiben. Kann doch einfach sagen, was er will, statt immer so kryptischer Kram davon sich zu geben. So, wo müssen wir dann jetzt an? Das ist schon mal nicht schlecht. Also, da müssen wir... Ah, ich glaube, das war da hinten rechts irgendwo im Eck. Da war so eine Höhle, glaube ich, ne? War das hier unten? Da unten war das nicht... Nee, das war weiter links. Ja, genau, da hinten war es. So. So. Was das so ist, weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube, das war der Held, der mir dann gezeigt hat, dass da hinten irgendwo so eine Höhle ist. Wo war denn das? War das hier? Ja, genau. So. Gehen wir da an. Dann steigen wir da ab. Dann tun wir da den Schwertschlüssel benutzen. Und dann sind wir tot. Ist das jetzt eigentlich auch wieder so S Bossgegner? Ach. Gut, haben wir auf jeden Fall auch True. Ich habe noch immer nicht so rausgefunden, so Meme-True gibt es dort nicht, oder? Runenbogen. Oh, das hört sich jetzt nicht so schlecht an, oder? Gut. Ach, Ratte. Ratte. Ich hasse Ratte. In dem Spiel sind sie halt auch blöd, weil sie nicht mit einem Schlag tot sind. So geht's nirgends lang, ne? Nee, so. Immerhin gibt's nur AW. Das heißt, so richtig verlaufen kann man sich jetzt schon immer nicht. Aber so duscht der do. Ach. Ich will gar nicht wissen, wie viele Spinne und Spinnewebe da sind. Okay. Herrst du bald auf auszuweichen? Wo geht's da lang? Also ich wette ja, dass du ohne die Dir zugeschlossen ist. Ja, die kann ich noch nicht immer. Die ist nicht mehr nicht zugeschlossen, die kann ich auch in keinster Weise benutzen. Ach, muss das dann so duster sein? Also normal würde ich da jetzt nicht drin gehen, ne? Ach, ajo. Es wird ja alles schlimmer, das du. Wer macht denn da so Stimme?
Ah jo, guck der so an, du sind sie eingesperrt und brennen. Würde mir das gleich alle Tiere aufgehen und dann auf mich drauf gestürmt kommen. An der Stelle kann es ja wahrscheinlich nicht sein. Ja, das Zugschloss, natürlich. Was ist denn du jetzt schon wieder runtergehupst kommen? Wo laufst denn du rum? Hopp, bleibst du bald stehen. Gut. Aber der hat mir ja ganzer Arsch von Energie abgezogen. Kann ich die Türe irgendwie aufmachen? Macht der jetzt irgendwie Feuerblitz? Explodiert er? Ah ja, schön. Sauber. Was mit deinem Kollegen da hinten mit denen zwei? Explodieren die auch? Oder gucke die nur? Würde mich mal interessieren, ob ich du was davon haben, wenn die explodieren. Ja, es wäre schwierig, dann explodieren sie. Geht immer ein bisschen weiter weg. Guck mal, die kriegen so richtig dicker Kopf, wenn die explodieren, ne? So alles noch eine. Oh, spring mal weg, du, das ist mir zu gefährlich. So, jetzt sind die alle gar weg, aber irgendwie was davon Hand tun ich jetzt nicht, oder? Ob ich da oben noch irgendwie runterkomme? So, was geht da ab? Gott sei Dank wird das Schwert nämlich stumpf, ne? Warst du hin mit denen Helden? Das sind so Haufen. Warum komme ich denn da nicht drin? Ja gut, dann gehen wir halt mal da weiter gucken. Wahrscheinlich kannst du irgendwann mit dem Schlüsselchen da aufmachen und dann... Ah, was geht mit dir ab? Nix. Hallo, hopp. Ach, vorbeigeschlafen, verdammt die Scheiße. Ach, wo kommt denn der jetzt her? Wow. Eins, zwei, drei. Alter, die haue aber Beserin, ey. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist denn das überhaupt für ein komischer Kacker? Ja, geht's so an? Ja, wenn dann die ganzen Tiere auf sind und die auf einmal nicht mehr durch so Tiere von mir abgehalten, da wäre ich dann wieder gleich laut, hundertprozentig. Ja. Oder ich mich mit dem Bogen einfach mal, warte mal. So, jetzt quasi so. Müsste ja eigentlich gehen durch die Gitter durch, oder nicht? So, zack. Da kannst du doch jetzt explodieren, oder? Ja. Ja, jetzt mach doch mal halblang. Da stehen doch in der Art Treppe. So. Ach, guck das an. Wo der Stecke geblieben ist. Das glaubst du wohl in das Lebdach nicht. So, genau. Explodierend ihr. Schön. Einwandfrei. Das sind halt noch so Haufen, ne? Dauert seit Zeit. Aber es ist mir lieber, wenn die jetzt explodieren, als nachher, wenn ich da irgendwie durchschlafen muss. Warte. Ah, du Villagerin. Komischen do an. Ja, du kommst auf jeden Fall irgendwann demnächst, kommt du wieder so dabischer Bossgegner. Wenn ich den dann verdruspelt habe, dann kriege ich den Schlüssel. Wenn ich dann den Schlüssel habe, dann gehen die Tiere auf. Und wenn die Tiere aufgehen, dann kommen die ganze explodierende Hitzköpfe auf mich zugelaufen. Wo kommst du her? Ah jo, 2 auf Amo. Und wer trifft sie nicht, hä? Wer trifft sie nicht? Wer trifft sie nicht, hä? Ah, und die Mutter Rad. Ah jo. Komm nur schnell fort, du. So.
Wo ist denn der Pfahl? Der ist, glaube ich, ganz oben gewesen, ne? Du mischt jetzt auch irgendwie so mittendrin, kennt du ruhig auch noch mal irgendwas denn. Ah, ich tue jetzt nur noch mal das Schwert wechseln. Ich brauche da was, wo ich ein bisschen mehr... Ja, das zieht halt schon mehr ab, so, ne? Aber... Egal. So fühle ich mich... Ah, nee. So fühle ich mich, glaube ich, ein bisschen wohler damit. Alter, kannst du nicht einfach auf den draufschlagen, musst du da immer vorbeihauen. So. Weil doch zu machen sind, du. Die Hupser, du. Oh, heile wäre vielleicht nicht schlecht, ne? So, wo war dann jetzt die dabische Ratte? Dort, ne? Also in dem Spiel sind die Ratte schon ein bisschen nerviger. Gut. So. Rattevieh, Chrom, do. Sag mal, die Mutterratte, die sind aber auch echt nervig in dem Spiel, du. Das muss ich jetzt gerade mal sagen. Wenn ich dran denke, wie die in Dark Souls waren, da war das so 2 Schläge und Verzinse oder wie mir 4. Aber die do, die sind ja schon... Ja. Guck mal, wie sie hupsen tut, hä? Das war jetzt nicht so gut, ne? Hätte keine besser laufen. Es hätte keine wirklich besser laufen. Ach, und wieder zu viel Krach gemacht. Die sind aber auch schon so ein bisschen nervig, ey. Komm, spring weg. Sind die Seele wieder fett? Die 6000 oder wie viel es waren. Jo, komm, behalt doch. Wo ist der dann? Du, komm, hopp. Kannst du da nicht immer stehen bleiben? Ja, aber ich weiß nicht, das andere Schwert, das ist irgendwie schon ach. Guck mal durch, mir kaum noch Energie. Es ist vielleicht sogar doch einfach... Es haut halt schon ein bisschen mehr rein. So, das kann ich schon nicht nehmen, leider. Ja. Attributskalierung ist mit Stärke du auch nicht so gut, ne? Das ist mehr mit Geschicklichkeit bei dem Schwert, du. Du mal den Ratte, du mal jetzt einfach mal Pfeil in den Arsch schießen. Ja, du war doch vorhin viel mehr von denen kleinen Viecher. Ach. Das hat die Mutterrat A gemerkt, ne? Ich habe gedacht, vielleicht merkt nur das kleine Rattevieh das zeigt. Kommen die jetzt? Ja, obwohl, komm mal, das ist doch nur die Kleinrat, die jetzt du kommt, oder? Jo, ne? Die erkennen wir doch ein paar Gäbe, oder nicht? Ja, genau. So.
so davor, dass sie so nervig sind, gäbe die halt arisch wenig Ruhe, muss ich gerade mal sagen. Irgendwie, ich wollte gerade sagen, du warst doch vorhin viel mehr Ratte. Wenn er die einfach mal beide gleichzeitig schlagen geht, statt dass er nur einen schlägt oder geht stehen. Hallo? Ich habe ein Schild offen gehabt, das hat die ja auch mal gerade gar nicht interessiert, ne? Ey, ist jetzt schon schwierig, dass ich ihr 3 Kinder abgemurkst habe. Es ist natürlich in gewisser Weise verständlich. So, dann kommt noch einer. Jawohl. Gut. Bin stolz auf dich. Guck mal, und die gäbe es so wenig, ey. Was ist 400 oder 500 oder was ich jetzt gebe? Und dort vor so eine Aktion, ey. Ach, ist doch nicht normal. Wenn ich jetzt noch rauskriege, wie ich meine Ring Ansicht umschalten rechts. Was ist das? Ah, das ist okay. Ah, okay, guck mal, das ist ach nein. Für mich zumindest. Entfernen. Einfache Ansicht. Was ist das? Okay. Aber ich würde gern den Ring. Was ist denn das? Fokus? Feuerschaden? Okay, was nimmt man da? Was ist ein Fokus? Ja, was ist denn das gut? Wahrscheinlich ein Zauberer. Nimm mal Modene. Aber wir können Notes, oder? Was jetzt halt auch so Sache, ne? Also irgendwie muss das doch noch funktionieren, dass ich das Pferd besser rufen kann, als hier über die komisch. Okay. Okay, es wird ausgesehen wie so ein Stück von, also entweder ein Goa'uld oder so ein Stück von einem, Facehacker oder so. Ach, was ist denn das? Ah jo, vergiftet natürlich. Mit anderen Worten, ich bin gleich im Arsch. Weil ich habe natürlich nicht viel Flakos. So, springen wir dumm weg. So. Eins habe ich noch. Ah, fuck, zum falschen Zeitpunkt, hä? Ach, dieser Autofokus do oder was das, wie ich das so nennen soll, der ist einfach rotzfertig. Ja, schön. Ach, jetzt bin ich runtergefallen. So ein Pech. Wo ist der Anne? Ja, ich habe jetzt keine Flakose und nichts mehr, ne? Das ist halt jetzt scheiße. Gut, das so scheint eine Abkürzung zu sein. Das ist ja schon mal ganz gut. Da sind wir nämlich, glaube ich, herkommen, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, was das war, aber es war auf jeden Fall nicht gut. Wahrscheinlich, weil ich Vergiftung hat und zu viel erlittener Schaden. Gut. Wir müssen jetzt mal kurz die Pause machen. Aber ich bin in 2 Minuten wieder da.
Gut, da bin ich wieder. Habe ich was verpasst? Seele. Okay, also links um die Ecke. Kann der auch Tode mit Glocke? Ja komm, schlase halt einfach kaputt und dann ist auch gut. Okay, das heißt, ich muss noch hier lang. Ich hoffe aber echt, dass das die Tür war, die wir vorher nicht aufgeregt haben. Und dass das jetzt so Abkürzung ist, die ich freigeschaltet habe. Weil das wäre nämlich toll. Gut. Also es scheint schon so zu sein, weil die Tür, die war, oder? Ne, ich glaube, da sind wir beim letzten Mal auch durchgegangen. Aber es geht zumindest in Richtung von unserer Seele, ne? Oh, jetzt tut er wieder einer herum. Ah, ja, genau. Da muss ich runterhupsen. So. Und da war doch nicht so komischer mit seiner Sens oder seiner Sichel angehupst kommen. Das ist noch meine Seele. Da kriegst du. Zack. Genau, da kannst du explodieren. Das willst du doch eh. So. Da kannst du auch explodieren. Da hätten wir das doch wieder geklärt. So. So, die haben wir schon einmal. So, genau. So, auf dich habe ich schon gewartet. Ach, die sind auch so klein, die tust du auch so schnell übersehen und vorbeischlagen. Wo hast du den dappische Blutungsschade? Obwohl, warte mal, Blutungsschade. Blutungsschade. Da haben wir doch eigentlich so komisches... Ah ne, Feuerschade war es. Ach, schade. Jo, es war Feuerschade. Ich han mit dem Riesengerät da, han ich auch noch nicht so, sag ich mal, quasi die Idee, wann ich quasi, spring mal weg, wann ich so die richtige Distanz zu denen hab, muss ich sagen. Na gut, jetzt. Ich glaub mir ist das du jetzt lieber, weil du weißt relativ gut, wo es ist. So. Und mit Sicherheit kommt da jetzt irgendwann hier noch ein Bossgegner oder sowas, sonst macht das hier wieder alles gar keinen Sinn. Das heißt, je mehr ich mich hier aufhalle und Energie verliere, desto dümmer wird das dann hinterher. Mein Pferdchen kann ich doch hier nicht rufen, ne? Ja, natürlich nicht. So, pass auf. Wo muss ich denn jetzt an? Hier hin. Genau. Dann war hier. So, du müsstest jetzt in der Runde gehupst kommen, aber wir holen jetzt erstmal unsere Seele. Ach, ich bin doch gesprungen. Immer so. Dieses inkonsequente Gameplay von dem Spiel. Ach, da kommt ja, wo sie überall hergehupst kommen. Guck das mal an, die 4 kleinen Viecher. Die wissen ja, an wen die mich erinnern. An die kleine Gollum-Type von Dark Souls 3 mit ihrer Hackebeilche. Ach, jetzt hat der wieder nicht drüber gemacht. Ach, die Steuerung ist einfach so raulig, ey. Es wird mich schon interessieren, wer sich den Shit hier ausgedacht hat von der Steuerung. Ja, ist gut, ja. Ach komm, spring weg. Spring du hoch. Wo sind denn jetzt mal... Ah, da. Schon wieder tot. Ey, die brauchen auch nur 2 Sense schlecht. Guck dir mal die Dinger an, die da in der Hand haben. So. Schon heftig.
Also gibt's nichts, die müssen jetzt sterben. Fertig. Die sind mir jetzt auf den Sack gegangen. So, pass auf, da, zack, 1, 2, noch einer, komm, noch einer hinein. Warum schlägt der dann auch immer an denen vorbei, Samu? Ist der dann... Warum ist er dann jetzt so schwerfällig? Er war doch nicht schon immer so schwerfällig. Sind die Talisman-Dinger so schwer oder was? Ach jo, jetzt kommt der hin und runter gehupst. Ja, tschüss. So, jetzt pass auf. Du zappelt doch hinter dir wieder irgendwas. Hat er das gesehen durchs Gitter? Ach, guck dir mal an, die Faulsau, wie er da wart hinter dir auf mich. Ne? Sieh ihr das? Also so eine linke Socke, ey. Ja, jetzt läuft da noch in die Wand drin. Gut. Es geschrieben gerade recht. Per die Schweinerei da. Und da oben tut einer rumhupse. Ja, so. Guckt der das mal an, wie der ganze Nebeldunst durch die Wand durchgeht. Jo, aber ich bin jetzt zu schwer. So schwer war ich vorher nicht. Da muss ich doch noch irgendwas jetzt in der Ausrüstung drin haben. 07, 06, aber das müsste doch nochmal gehen. Han jetzt wirklich die 2 Talisman-Dinger da? Tatsächlich, die 2 Talisman-Dinger, die haben jetzt vorher gesagt, dass ich hohe Last hat. Ist so Ding. Schlag doch einfach mal zuerst. Und schlag bitte nicht immer vorbei. So. Nehmen wir Schlabbertränkchen. Jetzt gucken wir mal, wo da unsere Seele sind. So. Sehr gut. Gut, da habe ich jetzt. Und jetzt gehen die Tiere auf. Wette mal. Und dann kommen die ganze Deppe aus ihren Käfig raus. Ajo, natürlich. Ach. Da habe ich Lust drauf. Du, die dann alle Kanonen explodiere, wenn die Mo ein bisschen Schade hatte? Oder nur, wenn sie mich siehe? Jo, schon jetzt aber kein Bock, du 1000 Jahre mit Pfeile drauf zu schießen. Kommen die irgendwie zu mir hoch? Oder sahen die hochkommen, hopp, ich explodiere gerade ohne. Ich hätte es solle schon in ihrem scheiß Käfig, dann wäre es gut gewesen. Kommt der jetzt eigentlich da hochgelaufen oder ist er wenigstens so fair und explodiert da unten? Oder ist vielleicht jetzt in dem Moment, wo ich hier oben die Türe aufgemacht und da unten irgendwie die Tür zugang? Das wäre natürlich auch Gattings. Sieh nicht das von da oben. Ohne runterzufallen, wenn es geht. Ne, die Tier ist noch offen. Ah ja gut, die sind natürlich so Blädenlarve hin. Au, wow, wow. Habe ich nicht damit gerechnet, dass das bis da hoch geht. Sind natürlich so Blät und Larve quasi hinter die Tier, ne? Und klemmen sich dann hinter die Tier in die Trottel. Komm, lauf nicht fort, du kannst du explodieren. Für umsonst. Ja, gut, hast du das gemacht, hast du wahrscheinlich noch einer mitgenommen. Ach, nee, wäre viel gewesen. Nee. Nicht runterfalle. Ah jo, in den Steiringschuss. Ey, manchmal stellt er sich aber auch ein bisschen über 2 Strahlen. Da können wir jetzt sagen, was er wolle. Jetzt gehen doch mal gucken, wo die Pfeile herkommen. Hopp. Es kennt es auch einfacher und die kennen ja auch einfach nur im ersten Pfeil tot umfallen, wäre genau das gleiche. Explodiert der Anna da jetzt? Ja, das hat er gut gemacht. So. Jetzt könnte ich schon theoretisch wieder da runterhupsen, oder? Könnte ich mir nämlich das Ding hier holen. Ah, da drüben, die sind jetzt natürlich auch alle gar frei. Ach, und da ist auch noch einer. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Dann kriegst du noch... Ach, vorbei.
So, genau. Vielleicht kennen wir von denen da auch noch einer so ein bisschen. Ah, da sind die. Ah, die sind so weit weg, ne? Da kommst du jetzt oder hast du es der wieder an der Stelle lädt? Jetzt rede mir, du musst schnell weg. Du guckst dir so an, wie sie da alle gar übereinander gestapelt Laie. Vollidiote. So, wo bist du jetzt? Komm, spring mal weg, nicht, dass der da unten explodiert. So, wie kriege ich denn jetzt die andere Hälfte daher? So, pass auf, komm, so, zack. Und tschüss. So, komm, du auch. Ja, sehr schön, komm. Gucken doch mal, wo die Pfeile herkommen. Jetzt laufen doch jetzt nicht. Guck mal, wenn ich eh schon tot wäre und brennen würde, du würdest doch jetzt mal gucken, wo die Pfeile herkommen, oder nicht? Statt dass ich du jetzt wie so Schaschlik-Spieß. Verbrannter Schaschlik-Spieß, der ins Feuer gefallen ist. Ja, dem Anna, dem mischte ich noch einer ins Kreuz drin, ja, sonst ist das Gleichgewicht nicht so, ne? Da steht hier noch einer. Wo ich alle weit gar nicht gesehen, da hinten. Ach, ajo. Komm, spring weg. Bevor du den Hitzkopf... Genau. So. Es kostet mich die ganze Pfeile. Das ist doch Scheißdreck. Schon halt aber auch keine Lust, du jetzt abzunippeln. Sieht er mich jetzt und kommt du angeschlappt? Jo. Ach, guck deine an, du. Wie der sich den Kopf aufblustet. So, jetzt pass auf. Weh, du gibst nichts Ordentliches. Geht's so weiter? Nee. Aha. Reißzahn. Rangerschild. Das hört sich jetzt nicht so geil an, ne? Und jetzt die ganze Aktion für die zwei Sachen. Aber wir haben hier noch mehr Käfige und in manche, da waren wirklich noch 3 oder so von denen komische Belgier. Oder du zum Beispiel. Guck mal, du gehst ganz Berg hoch. Wohin auch immer. Oder ist das auch wieder Abkürzung? Ja, das sieht aus wie Abkürzung. Gut. Jo, ne? Da ist eine Abkürzung. Alle hopp, gut. Wissen wir das auch? Jo, gut, doch. Jo, schon, jo, die Abkürzung ist schon ganz gut. Doch, so, doch. So, ah, du ist auch noch so Hitzkopf. Gehen wir das erstmal durchgucken, oder? So Duster. Gut, auf der anderen Seite, wenn es Duster ist, kann okay Fackelmann drin sein. Wie hat denn der geheiß von Fantastische Vier, also Fantastic Four, die lebende Fackel oder so ähnlich, ne? Ja, was ist? Genau, durchs Gitter durch. Oh, dass du wer dumm war. Da hätte ich mich wieder ingekeilt. So, also, so haben wir doch schon mal was. Goldene Rune. Gut. War das jetzt alles oder was? Ich habe gemeint, du wäre noch so Verlies gewesen oder Gefängnis, wo ich quasi so 3 von denen Dinger drin gehabt hätte. Aber hier jetzt nicht, ne? Vielleicht war das woanders. Tiefer im Berg oder so. Jo, und Lava auch noch so ein paar von denen hält rum. Jetzt gehen wir aber das erste Mal hier. Ach, das wird Weg sein, da wäre ich unten durchs Gitter. Ah, ja, genau. Guck das an, da ist die Rad. Jo, da habe ich wieder nicht dran gedacht. Was sind denn das für komische Dinge? Kriege ich denn das jetzt fort? Was ist denn das? Vergiftung? Kann ich da was? Erhöht kurz die Immunität. Ja gut, ne? Aber geh was? Aus, okay. Okay. Gut, so eins kann ich wohl nicht mehr, aber das...
Ja, und hat das jetzt was gebrungen? Steht Musan? Nee. Das ist doch jetzt wieder scheiße. Ist das? Nee. Handel jetzt wieder nix, wo ich die dummen Vergiftungen damit abwenden kennt. Feuerschaden, Scharlachfäule, Fäulnis, jo. Aber nix, nicht das, was ich brauche. Kann ich wieder zugucken, wie ich sterbe. Ja, und der Ratte macht es natürlich nichts aus, das ist mir schon klar, jo. Die Ratte sind gegen Gift immun, ne? So wie Rattegift. Scheint auch nicht zu helfen. Was ich jetzt natürlich machen kennt ist, so war doch irgendwie die Gefängniszelle, wo ich den ganzen Berg hoch konnte. Wo war die dann? Jetzt finde ich die wieder nicht. Das wäre ich nämlich packen, sondern da wäre ich geguckt, ob ich durch schnell, ob ich schnell hochkommen wäre zum meinem schönen Bonfire. Ah, guck mal, was ist denn das? So, und aber wo ist denn das? Mich dann do weiter hoch sind, hä? Das wird eng. Ich glaube nicht, dass ich das packe. Nee. Vor allem nicht, wenn er mit seinem riesen Zahnstocher neben dran schlägt. Ah, ist schon so ein kleiner Trottel. Man mischt aber ganz gut. Wieder an die Seele komme. Wo ist es dann, du Rattevieh? Jo, wahrscheinlich schlage ich dann halt immer neben dran, weil ich nicht dieses Anvisiere-Ding mache, ne? Aber das ist halt auch scheiße. Ja, dann schlägt er halt nicht neben dran, ne? Aber du kannst dich halt auch nicht ordentlich bewegen. Ach. Wie mache ich das jetzt am besten? Können die da hochhupsen? Ja, bestimmt nicht. Das sind die doch zu blöd vor, oder? Die schmecken die uns da unten hinter der Tier ingekeilt. Jo, ne? Da unten können sie explodieren. Das soll mir recht sein. Die wäre aber gut. Die sind so doch. Ah, da ist noch einer am Leben. Beim Explodieren hat es ausgesehen, als wäre du gerade die letzte Stufe hochgesprungen. Schmolzener Pilz. Ach, ja. Überall laufen sie rum, die Viecher. Komm, laufen da rein, da können ja die kleine Gollum-Typen einfach kaputt machen. Ach jo, wieder nicht dran gedacht. Ach, hopp ey, das gibt's doch nicht sowas. Ach, kann ich mich aufregen. Vor allem für nix und wieder nix. Da geht's ja auch nicht weiter. Wo geht's denn da überhaupt weiter? So, und jetzt... das hast du gut gemacht. Doch, das hast du einmal frei gemacht. Dich kann man häsen. Schön mit deiner Explosion, alle verdruspelt, einmal frei. So, jetzt muss ich nur... bin ich eigentlich von der Ovo runtergekommen? Oder wie war das? Spring du mal weg, du. Nimmst nur mal Schlabberdrängchen, komm, auf geht's. Lass dich doch nicht immer so, bitte. Jetzt nimm doch einfach mal das scheiß Ding. Gut. Einwandfrei. So. War da oben noch so Clayvieh. Genau den habe ich gemeint. Genau den habe ich gemeint. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob ich von da runtergekommen bin vorhin oder ob das jetzt irgendwo hingeht, wo es quasi weitergeht. Jo, da ist die Mutterrad. Genau, das wünsche ich mir schon. Ja, ach jo, stimmt. Jetzt
Wo ich zurückgehe, da erkenne ich den Weg. Mischte ich halt noch so Schlabbertränkchen nehmen. Ich bin hier jetzt gerade so ein bisschen auf verlorenem Posten, weil ich überhaupt nicht so wirklich weiß, wo es weitergeht. Ah, fuck. Ah, fuck. Ja, jetzt bin ich wieder so gut wie tot. Weil dieser dappische Giftschade mir Energie abzieht. Und ich dann wohl früher oder später dran klaben muss, ne? Ah, da war, guck mal, genau, da war das mit den 3 da. Also kann ich jetzt nicht drin gehen, ne? Da muss ich zuerst mal warten, bis die da den Abgang machen, ne? Ja. Und tschüss. So, noch 2 Stück. Hopp, auf geht's. Los und ziehen euch nicht so, einfach mal explodiere. Kennen das doch so gut. Genau. So, einer. Und der zweite am besten direkt hinterher. Wenn der Kollege wärst, würdest du an die Gitterlarve und kämst nicht durch, und dann ich explodiere. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Weil jetzt holen wir uns hier mal ein Wakizashi. Das ein, wie heißt das? Hattori Hanzo Schwert. Es ist jetzt wieder so enttäuschend, ne? Da waren jetzt 6 Stück in der Zelt drin. Aber es gab nichts zu holen. Das ging flott. So ist aber auch nichts drin, ne? Oder? Nee. Oh, schade. So. War du jetzt noch irgendwo? Ach, guck das an, wie er da vor der Wand gestanden hat. Und ich habe ihn nicht gesehen. Spring weg. Oh, den Dreher hat er geil gemacht. Das muss ich sagen. Das wäre jetzt nicht so gut gegangen, wenn ich den nicht anvisiert gehabt hätte. Das muss ich jetzt fairerweise schon mal dazu sagen. Steigt er auf, bleibt er Laie. Ja, natürlich steigt er auf, was vorher so blöd. Es ist jetzt halt schon so, ne? So richtig viel Energie habe ich nicht mehr. So, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt relativ viel Gegner beiseite geschafft. Die Mutterrat ist noch da. Aber ich habe hier so ziemlich alles ingesammelt, glaube ich. Jetzt müsste man nur noch herausfinden, wo es weitergeht. Und hinten hockt auch noch. Oh gut, noch so viel. Das wird die Häse, dass du noch nicht gewesen wär. Und das wird die Häse, dass du noch irgendjemand ist zum Verdruspeln. Okay. Jetzt ist noch niemand da. Gut. Okay, aber wo geht's jetzt weiter? Hier schon mal nicht. Wie sieht's hier aus? Aha. Gugemund do. Ach, ins Wett als du Sterre. Ah, oh. Geht's du runter? So, das sieht's aus. Ja, okay. Und dann? Vielleicht so hier hin. Ja, okay. Dann noch mal hier hin. Okay. Dann hupst mal da rüber. Ach, du Unne, wette mir, dass du irgendwie so Bossgegner ist. Ah, du kann ich doch jetzt nicht runterhupsen. Guck dir mal an, wie viel Energie ich noch habe.
Ah jo. Ah, natürlich. Und was wette man, dass ich im ersten Schlag tot bin? Das hat doch nicht immer einen Schlag gedauert. Er hat nur ausgeholt und hat schon aufgegeben. Rasender Duellant, hallo. Das ist natürlich die Frage, wie man da am schnellsten wieder ankommen. Kerkerhöhle, ja. Also das war hier links, glaube ich, lang, oder? Dann sind wir da durch. Genau, da haben wir alles Play geschlagen. Nein, hier lang nicht. War das hier lang? Genau, und dann hier... Ja, so. Komme ich jetzt wenigstens direkt zu dem, oder muss ich jetzt wieder gucken, wie ich da runtergehupst komme? Das ist jetzt wieder so Sache, das hätten sie können ein bisschen besser lösen. Vor allem, weil ich... So. Alter, was hat denn... Guck dir mal an, wie der schwingt. Was? Ey, Schlag, Zisch, Schuss. Gut, schon 2 Schläge habe ich getroffen, ne? Also, so richtig viel Schläge braucht der, glaube ich, nicht. Aber nichtsdestotrotz, der muss mich halt irgendwo treffen, dann bin ich fort. Oder 1,5 Mal. Und dadurch, dass der auch so schwingend tut, wäre vielleicht jetzt das Schild gar nicht so verkehrt. Wie sieht denn das so aus? Ich habe doch hier noch so komisches Schwert gekriegt. Was ist denn das? Das war's, ne? Hier das. Ja, das ist hier schlechter wie das, was ich schon. Das ist auch nur ein Dolch. Das ist ein bisschen unschön, finde ich. Ich weiß halt nicht, ob ich nicht mein normales Schwert hier nochmal ausrüsten soll. Und dann dort vor mein Schild noch hab. Weil ich glaube, das Schild wäre schon ganz hilfreich an der Stelle. Also gut, das hat schon mal gut geklappt. Tschüss. Erkennt man nämlich mal ausprobieren, ob man den irgendwie blocken könne. Also Schlag von dem. Weil das heute bei dem anderen hält. Wo geht's denn da weiter? Also du steht da. Ah, du. Weil das heute bei dem anderen hält, wo steht den großen Säbel her, und hat das ja eigentlich ganz gut geklappt, ne? Mit dem Blocke. So, da konnte ich nämlich blocke. Das Problem ist halt, der lässt sich durch den Schlag halt von mir nicht auffallen. Und der macht ja quasi am laufenden Band Schläge. Also der hat ja durch nicht mal irgendwie, wo das angeht, okay. Er tut jetzt mal eine Schlagpause einlegen, weil der grüne Balge weg wäre oder so, ne? Und der nicht. Der zieht's durch. Ach, wenn der Weg nicht so lang wäre bis dort an, ne? Und wenn ich wischt, wie ich schlafen muss. Ah, da drüber. Ja, das war vorbei. So. Ich weiß nicht, ich habe halt immer noch so das Gefühl, als wäre ich viel zu schwach gelevelt. Ja, und das ist halt das, was mich an dem Spiel jetzt so ein bisschen stört, dass man überhaupt nicht wirklich irgendwie eine Art Feedback hat, dass man weiß, okay, jawohl, ich bin hier an der richtigen Stelle. Ne? Und
Jetzt ist der grüne Ball gefahren, ne? Und jetzt schlägt er zwar nicht, aber jetzt kann ich anschlagen, weil der grüne Ball gefahren ist. Ne? Genau das ist das Ding, ne? Wupp, wupp. So ist, wenn ich meine Schild hochmache, ist das Schild direkt weg. Aber großartig ausweichen, klar kann ich nur ausweichen mit meinen Sprüngen, aber, also wenn das Timing passt. Aber, dann ist halt der grüne Balke und da kann ich auch nicht mehr wirklich auf den draufschlagen. So, also hier lang. So, dann muss man du, glaube ich, links laufen, ne? Genau, bei den 2 Hampelmänner vorbei. Ja, natürlich hat er mich getroffen, was noch? Kann ich direkt so scheiß Flakon verbrauche. Wenn sie mir gleich noch eins ins Reiz drin haue. Gehen wir mal einen Schritt vor, nicht, dass ich wieder durch den Nebel durchschaue. Nimm mehr Flakage. Okay. So. Als allererstes hätte ich gerne meine Seele wieder. Danke. Machen wir halblang. Ajo. Ja, das sie alle wei. Guckt der den mal an, ey. Der ist schon fies unterwegs, das muss schon sein. Der Anna hat mir besser gefallen. Also eigentlich würde ich das hier gerne als Blind Run spielen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich von dem, was ich heute gesehen habe, noch bei keinem anderen Streamer irgendwas gesehen. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, dass ich trotzdem auch gerne mal bei dem oder anderen Streamer vorbeigucke und dann eben automatisch auch das oder andere mitkriege. Deswegen kann ich das jetzt halt so direkt nicht als Blind Run spielen. Zumindest nicht so, dass ich sagen würde, das ist das, was ich darunter verstehe. Okay, also, wo ist meine Seele? Okay, die kriegen wir. So. Das ist halt dieser Doppelschlag, der ist halt total fies. Wenn es einer wäre, dann hätte ich die Zeit nur um wegzuspringen für den zweite. Aber dadurch, dass er diesen Doppelschlag macht, hast du null Chance, irgendwie nochmal wegzuspringen. Ich will aber erstens meine Seele haben. Und zweitens will ich den packe. Gibt's doch gar nicht. Dass ich zu blöd bin, um die Bossgegner zu packen. Ich meine mal, so Schwert aufleveln wäre natürlich mal geil, ne? Aber das ist halt wieder so die alte Geschichte. Ajo kann ich vielleicht das Schwert noch mal Level hoch machen, aber das ist jetzt nicht so, als würde man sagen, du fehle am Ende irgendwo 2 Schlägen, wenn ich das Schwert auflevele, dann hab ich das, sondern das ist jetzt was ganz Grundsätzliches, dass ich doch nicht über die Hälfte, schon hätte mal gesehen. Jo, das ist... Willst du machen? Hast du verloren? Ah, ja. Machen wir du jetzt. Ich habe gedacht, Fleisch kann ich schon mit den Wurfkuck kriegst, so. Aber, oh Gott, so viel wäre die auch nicht abziehen, ne?
Das war knapp. Schon Lufthauch hinter mir noch Zische gemerkt. Ich brauche einfach eine Waffe, 2 Schläge und dann sind sie fertig. Wenn ich so Waffen nicht habe, dann gibt das auch nichts. Und das darf auch keine schwere Waffe sein, sondern das muss eine leichte Waffe sein. Leicht die Waffe, 2 Schläge und weg. Das brauche ich. Es ist halt da schon gut auf die Fies unterwegs, ne? Der Kerkermeister. Tja. Vielleicht kennt man ja mal ausprobieren, dass ich der erste Schlag von dem, dass ich dem ausweiche. Und für den zweiten Schlag nehme ich das Schild hoch. Und blocke. Dass ich dann vielleicht quasi noch 2 Schläge machen kann. Und dann mich halt abgucke, dass ich Land gewinne. Müssen wir mal ausprobieren. Ah jo, die Seelelei als weiter hinne. Spring weg. Ach, fick dich doch. Ja, und wieder genau vor seiner Schnussgelee. Ich hätte solle Pfanne warten, bis er angeflitzt kommt. Und dann hätte ich keine Ausweichung hinterlaufen. Ich tue halt immer so schlechte Entscheidungen treffen. Ja gut, jetzt haben wir wenigstens keine Seele mehr, auf die, wo wir uns Angst machen müssen. Ich hatte eben schon die ganze Zeit Angst, dass ich da in der Höhle, wenn ich oben runtergehe, runterfalle. Jo, ne? Alles ins Kreuz drin. Ach, kleine Arschlöcher. So. Jetzt müssen wir eigentlich schon direkt wieder Flakor verschwenden. Ah, sehen Sie, das war schon direkt wieder knapp gewesen. So. Und zwar. Ja, der war schön. Warum geht denn das nicht immer so? Oh, fuck. Nee, da habe ich nicht damit gerechnet. Das war ein bisschen blöd jetzt. Das war dumm gelaufen. Das war richtig dumm gelaufen. Wie mache ich denn das jetzt am... Das war so geil gelaufen, Ewe, ne? Direkt die Combo angesetzt, ins Kreuz drin gespart und alles. Und dann schmeißt er mich gegen die Wand. Und der Lufthauch gibt mir das Recht. Kann ich mich aufregen. Kann ich wirklich aufregen. Das kann ich mich sowas aufregen. Vor allem, das hat eben so geil funktioniert. Ich weiß gar nicht, warum das nicht immer so funktionieren kann. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich das gemacht habe, Ewe. Ah, ja, genau. Jetzt weiß ich, das waren die Wurfkukris, ne? Die haben irgendwie so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen irritiert. Ach,
Ach, wie, der zweite ist es halt, Ewe. Der ist halt das Problem an der Geschichte. Ja, die Wurfkugris, die hatten es eben, glaube ich, ausgemacht, weil da hatte ich irgendwie 4 Treffer gelandet und dann war er so kurzzeitig so ganz kleines bisschen betäubt. Da konnte ich mit dem Schwert die Combo ansetzen und den von hinten mache. Das war eh die geile Aktion. Wir wissen ja, was ich jetzt mal ausprobiere, ob ich mich doch direkt von ganz oben nur ganz unten fallen lassen kann. Weil dann so der Iron Man Sprung macht. Okay, mit der Faust auf den Boden. So, pass auf, jetzt springen wir da einfach mal zack. Und dann gucken wir mal, was passiert. Spoiler-Alarm, es hat nicht funktioniert. Das Ding hätte man auch gerne ein bisschen näher machen. Also ist jetzt nicht, als könnte man sagen, ah ja, hopp, der ist so Fallobst, du dass du direkt beim ersten Mo, ja, wie mir beim zweiten Mo, was auch immer. Wieder vorbeigesprungen, ne, an der ersten Plattform. Hopp jetzt. Seit doch jetzt muss Packe sind. Jetzt lauf mir doch nicht die ganze Zeit hinterher. Ich will doch jetzt nur dumm mal mein Schlabbertrinkchen nehmen. Hä? Es wäre wieder gewesen, der zweite Schlag von ihm. Jawohl. Ach, warum geht das nicht immer so? Shit. Aber hat er das gesehen? So alle, keine Ahnung, paar Zentimeter, sag ich mal so alle 5 Zentimeter und dann gibt es auf einmal ein relativ großer Schub beim Abziehen, wenn ich ihn dann damit treffe. Also, ich möchte halt noch rausfinden, wie ich dem so am besten ausweichen kann, um dann so eine Art Konterschlag oder am besten Combo anzusetzen. So habe ich jetzt noch nicht so die Idee davor. Wie ich das am besten machen kennt. Weil der macht halt so viel Schläge auf Amo. Du ist halt nicht, finde ich, nicht viel mit Ausweichen oder so, dass du sagen kannst, okay, ich weiche Amo aus, ne? Dann gehe ich hinter und schlaschen oder so, das kann ich doch knicke. Und wie lang ist denn eigentlich dem seit Dappischkett? Und er das wieder gesehen, ne? Der trifft mich auch, wenn er in eine ganz andere Richtung schlägt. Und es ist, wie es ist. Es regt mich einfach auf, dass wenn die mich treffen, mein Schlag unterbrochen wird, aber wenn ich die treffe, können sie einfach weiterschlagen, als wäre nichts gewesen. Das ist und bleibt einfach die Leute verarscht. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Hype von dem Spiel so richtig gut verstehen kann. Also ja, es ist ein From Software Spiel, das ist schon okay und es macht durchaus auch, und es macht durchaus auch Spaß. Ja, und es hat halt die ganz normale sozusagen Dark Souls Mechanike, ja. Ja, also das muss man natürlich schon sagen. Insofern ist das natürlich schon auch gut und es ist natürlich auch ein gutes Spiel, um Gottes Wille. Aber dieses Dark Souls Universum ist aus meiner Sicht kein Open World Genre. Ich mein, jetzt schmeißt er mich wieder tot. Wer glaubt jetzt selig, als wäre schon im kleinen Schubser du jetzt tot gewesen. Also die haben das natürlich gut umgesetzt, ne, weil man an jeder Ecke irgendwie was finden kann. Weil es dort unheimlich viel zu entdecken gibt, ja, weil man quasi von Anfang an irgendwie überall hin kann, ja, und also es wird eigentlich nie langweilig. Aber du hast halt einfach das Problem, finde ich, dass du überhaupt nicht abschätzen kannst, wenn du zu irgendeinem Bossgegner oder in irgendein Areal kommst, ob das jetzt für dein Skill-Level, also jetzt nicht vom Spiele her, sondern vom Charakterlevel her, geeignet ist. Und das, finde ich, das passt nicht auf das Dark Souls-Konzept. Das war vorher, finde ich, besser, weil du hast gewusst, okay, wenn ich irgendwo hinkomme, dann habe ich grundsätzlich ein ausreichendes Level, um den zu packen. Also da hat man ja auch verschiedene Möglichkeiten gehabt, um durchzugehen und nicht alles quasi in der gleichen Reihenfolge zu machen. Aber wow. Spring weg. Ja, und wie viel launchen jetzt ab? So Zentimeter. Und weil er, ich weiß ja auch nicht, dass wir dem springen, ist doch ach Rotz. Ich sage, du hast halt auch so ein bisschen das Problem, finde ich, in dem Spiel, dass du überhaupt kein Gefühl dafür hast, wie viel Fortschritt du machst. Wenn ich das jetzt mal mit, keine Ahnung, mit GTA 5 oder so vergleiche, da hat man ja schon ein Gefühl dafür, okay, das ist jetzt eine Hauptstory-Mission, das treibt die Hauptmission, also die Hauptstory weiter, das treibt quasi das Spielgeschehen weiter und das hier, das ist jetzt irgendwie Nebenmission, kann ich machen, ja, aber die bringt mich jetzt im Spiel so grundsätzlich nicht weiter. Hier, keine Ahnung. So. Was eben ganz gut war, genau, sei komische Morgenstern-Schwingerei, du. Ne, außerdem hatte ich das Schild dabei oben gehabt. Also der hat mir jetzt quasi beim Schild abgezogen und 3/4 von meiner Energie. Ah jo, da kommt der wieder mit seinen. Und vor allem, wie dumm ist denn der eigentlich? Guck mal, wenn der den so an der Gurgel hat, der hat doch das Schwert in der rechten Hand. Du kennst doch das Schwert quer in die Schulter reinstecken, durchs Herz durch, da wäre die Sache doch geritzt. Ich meine, nur weil der jetzt an der Gurgel gehalten wird, so viel Luft wird er noch runter, dass er da irgendwo mit dem Schwert zuhauen kann.
Oder der Arm, ne? Wenn der mit dem linken Arm oder ne, mit dem rechten Arm war es, wenn der mit dem rechten Arm hochhält, irgendwo mit dem Schwert runter Sause gelost, wäre der Arm ab, fertig. Wenn der gucke, wie er das nächste Mal macht. An der Stelle ist er schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, unbeholfen. Hauptsache uns die Bretter tut er in einer schöner, sanfter, gleichmäßiger, langer Bewegung kaputt schlagen. Die wäre sich halt auch nicht, ne? Ah, ja. Ach, das ist halt wieder genau das Gleiche wie auch in der anderen Dark Souls Spiele, ne? Wenn der Amo zum Schlag ausholt und dann zieht er es halt auch durch, du kennt ja nichts mehr. Ach, du war er wieder mit seiner scheiß fucking Hand, ey. Du, jetzt schlag doch einfach Amo drauf mit deinem Schwert. Spring, spring. Ach. Das ist halt das Nächste. Dass der du immer, ich meine, wenn ich so langsam trinke wird wie der. So käme mir du zum Spiel auf jeden Fall nimmi. Ich meine, klar, das ist dann schon, wenn du dann doch irgendwann einmal packst, ja, mit viel dumme Klick, dann ist das natürlich auch ein geiles Gefühl, ne, das ist ganz klar. Und das macht halt das Spiel auch so ein bisschen aus, denke ich, oder generell dieses Spielkonzept, dass man da so viel Frustmomente hat, aber dann auch eben so viele Momente, wo man quasi denkt, oh, jetzt kann ich so Bäume ausreißen und jetzt schwade ich sie alle kaputt. Ja, wie hat er mich dann jetzt wieder erwischt? Guck mal, wie weit der fort war mit seiner scheiß Axt. Jo, der Hand muss ich halt ausweichen, aber wo soll ich noch überall ausweichen? So. So, und jetzt kommt wieder seine Würgeattacke. Ach, du hast nicht angesehen. Ja, das war besser. Aber das ist, ne, du kannst halt dann auch immer nur 2 Schläge machen. Das ist dann ja auch blöd. Ach, du, ja, ne, und du kam wieder der zweite. Da habe ich wieder nicht dran gedacht. Wupp, zack. Sag mal, hat der so ein bisschen was? Kennt ihr noch Streets of Rage? 2, The Max, ne? Der hat ja auch oberkörperfrei. Der erinnert mich so ein bisschen an den, oder nicht? Ja, so ein bisschen dunkler von der Hautfarbe her. Gut, der hat eine schöne Hauttöne gehabt, ne? Der hat ja eher so... Jo, als wäre es jetzt vom Farbfernsehen auf eben auf Schwarz-Weiß-Fernsehen gegangen, aber... Jo, ne, das ist so gleichmäßige, entschlossene Bewegung, so fatt. Wenn er da unten bei dem anderen Hampelmann ist, kommt dann nur so Schulmädchen Schläge. So, ich habe halt jetzt wirklich noch nicht so die...
Ja, das ist halt schon... Das geht ja nicht voran so. Und das ist einfach zu riskant, ja. Du fehlte Millisekunden und dann hat er mich. Und warum? Naja gut, er hat durch... Nur, dass wir drüber gesprochen, schon auf Springe gedrückt, ne? Er hat nur gedacht, es wäre besser nicht zu springen. Und was hat er davon? Er ist tot. Gut, so, ne? Ich weiß jetzt halt auch nicht. Ich meine, das Schild ist an der Stelle schon ganz gut geht denen, weil da kann man wenigstens die eine Kettenschlag so ein bisschen abfangen. Der andere Seite weiß ich halt nicht, ne? Wenn du das andere Schwert hättest, wenn das halt so ein bisschen mehr Schade machen tät. Ach, wie die Hexe greiche sie. Und das Herren hat das. Ach, komm, schlechter kann sie nicht werden. Und die Kugrit-Dinger oder so, haben wir ja nichts mehr. Obwohl, warte mal, wir haben ja... Mit Gift. Das wäre hier schon auch nicht schlecht, ne? So bis Gift. Oh ja, fett. Wenn man jetzt wischt, was, wo der besonders anfällig dagegen ist, aber sind wir mal ehrlich. Wenn ich das jetzt gleich ausrüste. Inventar. Feuerfett. Das sind wir mal ehrlich, wenn ich das jetzt gleich ausrüste, viel ausmache, tut das hier nicht, ne? Wahrscheinlich bin ich nur im ersten Schlag schon wieder tot. Ja, jetzt ist er wieder irgendwo in den Rand gesprungen. Ach. Was denn jetzt? So, da noch Glut an sich. Ah jo, ne? Guck das an wieder. Was will ich denn da machen, ey? Bist du wieder da am Felsen geklemmt? Wegen der hervorragenden Kameraführung. Ich freue mich gerade, ob es nicht besser wäre, wenn es in der Ego-Perspektive wäre. Was auf jeden Fall besser wäre, wenn es nicht überall so Zacke in der Wand hätte, sondern dass die mal glatt wäre, da ich schon überall hängen bleibe. Jo, ne, eigentlich war das jetzt schon gar nicht schlecht, aber da haben wir jetzt die ganze Giftwurfdinger verbraucht davor. Und von denen haben wir ja schon keinen mehr. Und wir haben das Feuerding verbraucht. So, gut, da habe ich zwar noch ein kleines Feuerding und so ein bisschen Magie, aber jo, ne, das ist halt auch nicht der Rede wert. Einzige, was ganz gut war, war so die Taktik, ey, Schlag und weg. Aber dann bleibst du wieder an jeder Ecke hängen. Ja, wie hat er denn das jetzt wieder gemacht? Guck mal, wo der gestanden hat. Der hat da bei dem kleinen Stand, ne? Bei dem kleinen Stand in der Mitte hat der gestanden. Und der hat mich da getroffen, wo das Blut ist. Als hätte er so Reichweite. Das sind locker 5 Meter.
So, ne? Und er das ewig gesehen. Schon schneller langsam getrunken, als der schnell trinkt. Trottel, du. Och. So, nur weil er mir auf den Sack gegangen sind. Wenn man du jetzt wenigstens einfach runterspringen kennt, ne? Dass man du nicht immer eine Drahtseilakte hat. Ja, hast du vorhin gesehen, was passiert, wenn du so dumm bist und du vorbeispringen. Das ist halt so die Taktik. Aber wenn er dann mit dem Shit ankommt, mit seinen 30.000 Schwinger auf Amo. Ah. Das ist mal grüner Balge wieder im Niemandsland. Ah jo, jetzt macht er sich wieder die Glut. So. So, jetzt mit dem Schwert Amo drauf geschwart. Ah jo. Der zieht mir mit dem Wurf, zieht der mir quasi die ganze Balge ab. 99% von dem Balge. Das heißt, wenn ich da vorher nur in eine Kieselstage gedreht bin, ist er tot. Aber das wäre die Taktik, finde ich. Wenn der im Angriffsmodus ist, kann ich Schlag setzen und dann schnell wegrolle. Aber wenn er dann den Glut-Modus hat, dann wird's halt eklig, ne? Weil dann wird er ja richtig schwierig. Ich muss halt auch sagen, mir sind das so... das war wieder immer knapp, ne? Und er gesehen, das wäre fast wieder schief gegangen. Mir sind das so, muss ich auch ehrlich sagen, zu viel kleine, mittlere, große, was auch immer Bossgegner. Also, weil du... Also ich rede mich da dann, frischst du dann viel zu schnell und viel zu oft auf. Nee, du. Das kann ich gerade vergessen. Ajo, das hat er wieder sein Glut am Start. Ajo, der Rage-Modus. Ne? Und das wieder gesehen, Schlag, Fatt. Schlag und Fatt. Und Fatt. Tschüss. Was soll denn du für ein Tattoo? Ja, ich glaube, es war nur Rost. So, aber das wäre jetzt so die Taktik. Nur für die Zwot-Phase, wenn er durch seine Schwinger-Kombo hat. So müssten wir uns irgendwie noch was überlegen. So müssten wir uns halt noch was überlegen. Die nächste Frage wäre natürlich, wie oft brauche ich jetzt das Schild bei der Taktik? Und wäre es vielleicht nicht doch besser, wenn ich das Schild ganz weglasse? Dann hat er hier noch mal so ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Ja, der zweite. Dem kann ich halt auch nicht ausweichen. Weiß nicht, wenn ich jetzt Schild gehabt hätte, dann hätte ich das halt zwischendurch mal hochmachen können und hätte du vielleicht Schlag blocken können. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall nur mal ohne Schild probieren. Einfach mal 2 Versuche für Vergleich zu haben. Das hat dir sonst gewährt.
Wenn der Weg nicht so lang wäre. Und wenn da nicht viel von den scheiß Gollum-Viecher im Weg wäre. Wenn der mit seinem Zahnstocher ein kleines bisschen besser umgehen kennt. Das wäre alles so Sache, ne? Ey, die stehen ja schon gepackt. 100%ig. So, also, visieren wir den mal an. Lassen wir eine Anflitze, dann geben wir einen Schlag, dann springen wir weg. So, dann gehen wir an, geben wir dem einen Schlag, dann springen wir weg. Ja, ne? Und dort davor ist dann einfach das Schild gut, weil ich dann nämlich die Kugel mit dem Schild abfangen kann. Also den Schlag mit seinem Hackebeil, das kriege ich halt nicht an mit dem Schild. Aber die Kugel, die kriege ich mit dem Schild schon geblockt. Das heißt, du wärst Schild dann schon nicht schlecht. Das nämlich, dann bin ich so nah bei dem, dann du der so zum Verteidigung, du dann die Kugel so rumschwinge. Und daher wäre das wahrscheinlich schon gar nicht so schlecht, wenn ich da wirklich doch Ares Schild in der Hand hätte. Und ich weiß jetzt nicht, ob der dem jetzt mit 2 Händen so viel mehr abzieht, wie mit einer. Von den Ringen kann ich halt auch nichts anziehen, weil es ist wieder herrlich. Ne? Direkt wieder Déjà-vu-Erlebnis, ne? Zieht der Ring an, da kann er nämlich hupsen. Oder der Talisman ist das hier. Dieser Talisman, der wiegt 0,7. Das reicht, dass er nämlich hupsen kann. Muss ich doch sagen, dass der nämlich all hat. Dass der auch nicht springen kann, wenn der dann nur Schlag abkriegt. Das interessiert den doch auch nicht, wenn ich den schlage. Ich meine, so schwer ist mein Schwert auch nicht. Jo, ich weiß jetzt nicht. Vielleicht mischt man sich auch irgendwie jetzt nicht so viel mit den Nebensächlichkeiten auffalle und dann quasi die Hauptstory fortführe, wobei das ja auch schwierig ist, weil nicht so wirklich weiß, was ist jetzt Teil von der Hauptstory und was nicht. Dass du einfach so ein bisschen das Gefühl hättest, es geht voran, aber sind wir mal ehrlich, wenn du der erste ordentliche Bossgegner von der Hauptstory kommt, sieht nicht jetzt auch nicht besser aus. Sondern du gehst davon aus, dass ich dann eher noch schlechter aussehe. Nehmen wir unser Null Seele. Ja, weißt du, bist wieder da in der Ecke, ne? Da kannst du wieder nirgends anhupsen. Du hast keine Chance, ne? Du hast nichts, wo du mit dem Blocken kannst. Der grüne Balge ist unten. Bist in der Ecke drin, wo du nicht mehr rauskommst. Weil da aber auch durch diese Kameraführung, wenn der den Gegner anvisiert hat, hast du überhaupt gar keine Chance mehr irgendwie in eine andere Richtung als links, rechts nur hin. So schräg nur vorne oder so ist doch irgendwie nicht. Zumindest fühlt sich's nicht gut an. Also ich meine, ich weiß ja, dass die alle gar das Spiel hype ohne Ende und so, ne? Und das ist so gut und das beste Spiel überhaupt und alles. Aber also ich sage jetzt immer, erstens hatte ich mit Dark Souls 3 doch bisher mehr Spaß und das hat mich ja auch nervig gekostet. Also ist jetzt nicht so, als wäre das für mich irgendwie Sonntagsspaziergang gewesen. Ja, bin ja auch nicht durch, aber ne? Aber ich weiß nicht, dann habe ich, glaube ich, mehr davon, wenn ich durch irgendwelche Spiele spiele, die mir ein bisschen mehr Spaß bereiten.
Ah, jetzt wird er wieder gierig, ne? Und außerdem hatte ich das Schild offen. Nur, dass wir mal drüber gesprochen haben. Das war zu kurz. Jetzt bist du wieder in der Ecke und du kommst nicht raus, weil du nicht siehst, was hinter dir abgeht. Das war auch wieder scheiße knapp. Der Hals noch nicht fertig mit seiner Glut. Kann ich dir jetzt vielleicht so ein bisschen durch den durchspringen, wenn er so ausholt? Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Wow. Hä? Und wieder hängt er in der Ecke drin. Ach, war das wieder fucking knapp, ey. Ach, du bin ich zu früherin. Aber das ist die Taktik. Ich hab aber auch kaum noch Flakons. Noch, ey, Schlag wäre es verdammt noch immer gewesen, ey. Ja, und das war jetzt der Unterschied zwischen dem großen und dem kleinen Schwert. Beim kleinen Schwert hätte er den einen Schlag noch gemacht, aber jetzt, wer sagte vor, wahrscheinlich langwierig, aber das ist die Taktik. So müssen wir das machen. Das müssen wir jetzt halt noch ankriegen. So. Schon gedacht, wir wären irgendwie sowas zum Insammeln, aber der hat nur sein Fress beleuchtet. Warum auch immer. Vielleicht war es auch so komisch, die Bombe. So. Das ist genau die Taktik. Wenn man das noch mal so ankriegen wie Ewe, dann am Ende nicht so gierig wäre, weil man denke, komm, jetzt oder nie. Und dann hätte man ne. Doch, dann hätte man ne. Ich meine, du hat jetzt Schlag gefehlt. Das wird ja jetzt wohl zu machen sein, oder nicht? So, der soll jetzt mal daherkommen. Den visieren wir jetzt an. Und zack, dann springen wir weg. So. Schlag und dann springen wir weg. Ah. Ach, ne, das war er wieder, weil er eine anvisiert hat und nicht nur hinne weggesprungen ist, sondern nur Pfanne innen. So, jetzt aber. Schlag und weg. Schlag und weg. Ach, fuck, ey. Oh, guck mal, ich bin gar nicht tot, oder? Warum hat er jetzt eben nur so wenig abgezogen? Das verstehe ich gar nicht. Das mit dem Springen, das ist irgendwie, da hat er manchmal schon noch so ein bisschen Probleme, finde ich. Ich bin wirklich gesprungen alleweil, ne? Also, ich bin wirklich weggesprungen. Ohne Garantie bin ich weggesprungen. Das sind halt so die Sachen, die rege mich dann auf, ne? Also, dass er Amo beim Wegspringen, das funktioniert, ne? Dann wär ich nicht getroffen und nix. Und das andere Mo, zack, quer durchs Kreuz. Das sind so Geschichten, die verstehe ich dann halt nicht. Also es sind quasi keine deterministische Automate, sondern nicht deterministische. Ne, normalerweise mich das sind gleiche Eingabe, gleiche Ausgabe. Was ist das du? Gleiche Eingabe und wir gucken mal, was rauskommt, wenn du Klick hast oder auch nicht. So, Schlag. Gut, wegspringe. Schlag. Ach, das war dumm.
Du brauchst ja halt, also ich zumindestens. Ach, fick dich doch, ey. Ich brauch du halt schon auch ein bisschen Klick, was das Timing angeht, ne? Das muss man halt schon sagen. Du hast null Chance, du irgendwie ein bisschen auszuweichen. Ich meine, grundsätzlich die Taktik steht. Jetzt brauchen wir nur mal in einem Versuch ein bisschen Klick beim Ausweichen. Und dann wird das doch passen. Was schmeißt denn dahinter eigentlich immer für Bärefell weg? Und ich schon wieder auf Springe getrickt, nur dass wir mal drüber gesprochen. Ich muss halt auch, das ist halt das Dumme, ne? Ich muss hier auch direkt immer 2 von denen Flakons nehmen, dass ich die voll Energie habe. Weil, wenn er nämlich... Das ist der eine Schlag, wo ich immer nicht dran denke, wo ich dann... Jetzt hat er die Deckung offen und dann kommt er mit seiner fucking Würgehand. Ajo, alles drauf. So, jetzt bräuchte ich hier noch ein bisschen für Flakon. Ach, und wieder der Zwut, wo er hinterher macht. So, jetzt, so, pass auf, jetzt Schlag, weg. Ne, weg. Und Schlag und weggerollt, weil er... Honor ist wieder gesehen, wie er mich alle wei. Wie soll denn das gehen? Ich bin in die andere Richtung weggerollt. Das heißt, er hätte mich maximal am Hinterkopf hassen können und dann hat er mich auf einmal Pfanne am Kopf gehabt. Du siehst doch, dass der cheatet tut. Doch Beschiss. Kann er mir sagen, was er will, das Beschiss. Als den würde ich jetzt schon noch gern packen. Das ist machbar. Den hatte mir eben schon quasi einen Schlag vom Siege entfernt. Das ist auf jeden Fall ist das machbar. So, so noch runter. So, ein bisschen Klick beim Ausweichen. Beide Schlagkombos, so, zack, weg. Ja, lass eine rumzappeln. Jetzt kommt Sayo, genau der. Jetzt Schlag und weg. Vielleicht muss ich nicht da auch, muss ich ihm da ein bisschen mehr Zeit geben. Das hat er gut gemacht, ne? So mit links oder mit rechts angetäuscht und dann mit links einer nur gibt. So, ich muss irgendwo an, wo ich ein bisschen mehr Platz habe. So. Das war wieder knapp. Was war denn das? Wenn er das jetzt sieht, er hat in den Boden geschlagen, während ich mein Flakon getrunken habe. Und wie er dann seine Axt rausgezogen ist, so Steinsplitter hochgesprungen. Mir geht's Kinn und er war tot. Ist mir jetzt egal.
Ihr werdet jetzt verdruspelt. Egal wie lange das dauert. Ich glaube, es geht los. Bloß mich doch von so einem Gladiator-Verschnitt du jetzt nicht verarsche. So geht's nicht. Bist du kein Russell Crowe? So. So, runter. Zack. Immerhin bin ich Last Samurai. Ja, was? Tom Cruise, ne? Und Schlag. Und weg. Genau. Ne, komm. Und dann noch einer? Ja. So, und Schlag und weg. Wie hat er mich jetzt wieder getroffen? Mitte in die Rollerin. Und das ist halt genau die Geschichte beim Anvisieren. Weil er dann automatisch die Drehung macht. Wodurch er quasi, statt dass er wegspringt, innen springt. Ja, genauso wie eben, ne? Aber ich kann doch jetzt auch nicht immer zwischen jedem Schlag quasi hingehe und anvisiere, abvisiere, anvisiere, abvisiere. Das kann es ja auch nicht sein. Aber vielleicht wäre es wirklich nur die Sache, dass man ohne Anvisiere das Ganze probiere. Weil dann kann ich dich einfach 10-mal besser bewegen. Also ich weiß jetzt nicht, wie das auf der Konsole ist. Mit dem Gamepad und alles. Ist das mit Sicherheit hilfreich. Und auch hier, ich meine, ihr seht das hier oft, ne? Dass ich dann irgendwie gehe stehen schlagen oder dass ich irgendwie die Gegner nicht treffe, weil ich eben quasi mit freier Kamera spiele, statt anvisiert. Aber, also, sorry, ich finde das grauenvoll. Ich finde es echt grauenvoll. Und ich muss eigentlich sagen, ne, ich habe ja gesagt, nur Dark Souls 3, tun ich auf jeden Fall 8 Uncharted 1 nochmal auspacke und 2 und 3 und dann 4, wenn es für den PC rauskommt. Und da kann ich eigentlich schon sagen, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil das ist zwar 8 Konsolensteuerung, aber das ist kameratechnisch trotzdem noch ein Mozemo besser wie das Stone. Also ich meine, weil das Ding, ne, das ist ja, das Spiel, das ist ja schon schwer genug, ne? Und dann quasi das noch dazu künstlich erschwere durch die, nennen wir es mal, suboptimale Kameraführung und Steuerung, das ist halt schon, jo, ne? Müssen wir ja nichts mehr dazu sagen, oder? Guck das an. Guck, der packt doch die Axt gar nicht. Guck mal, wenn der die loslässt, die fällt einfach so auf die Botte. Aber wenn er mich dann PSA anguckt, bin ich tot. So, ich hab mir jetzt noch einmal ein Glas ingeschenkt. Das heißt, bis das Glas leer ist, muss der fallen. Da geht kein Weg dran vorbei. Was mich eiert ist, da ich ihn vorhin ja eigentlich schon gehabt habe. Ich hatte ihn ja vorhin eigentlich schon gehabt. Was ich jetzt auch nicht so ganz verstehe, wie ist denn das eigentlich? Wenn ich jetzt die ganze Dungeons hier erst später irgendwann gemacht hätte. Wäre das dann quasi so gewesen, dass ich dann quasi mehr Rune pro Gegner gekriegt hätte, weil die Kleine, die haben jetzt nur 25 gegeben, ne? Das ist jetzt nicht so viel. So, ich muss jetzt auf jeden Fall hier mal weg. So, jetzt kann ich die grüne Balken nochmal aufladen. So, und jetzt können wir nochmal weitersprechen. Jetzt springen wir da nochmal weg. So, lade die grüne Balken auf. Dann kriegt er nochmal einer quer durchs Gesicht gezogen. Dann springen wir nochmal weg. Schlabberdrängsche. Spring. Wow, das war fucking knapp. Und er das gesehen. Der hat mal quasi hinten die Nackenhaare rasiert.
Ach, das hat er halt schon, das macht er schon nicht schlecht, der Depto. Das war jetzt natürlich nicht so clever von ihm. Fast wäre es wieder in die Schiefgang. Und er ist alle weich, wie es fast wieder in die Hostgang wäre. Ah jo, jetzt kommt wieder sein Stierangriff. Ne, und das ist einfach der Vorteil, wenn ich die Kamera frei habe. So kann ich einfach ich schau nur auf Springe gedrückt. Ich schon wirklich auf Springe gedrückt. Verdammt die Scheiße. Ach, jetzt wollte ich gerade Schlabberdrang mir rinziehen. Der kuscht Nerven leid. Der kuscht wirklich Nerven. Ich meine, die grundlegende Taktik, die haben wir jo. Bräuchte man einfach noch so ein kleines bisschen Klick beim Ausweichen. Einfach nur so ein bisschen Klick beim Timing. So wie du eben, ja. Durch Nebel durch. So, nicht in der Todstürze bitte. Ach, das ist immer so fucking knapp, ey. Also. Nochmal auf ein neues. Also, er kommt angeflitzt, dann kriegt er Hieb ab, dann springen wir weg. Ajo. Dann kriegt er Hieb ab, dann springen wir weg. Ach, jetzt ist wieder keine Klicke hat beim Wegspringen, ne? Schlag, wegspringen. Gut. Ja genau, jetzt kommt der. So, jetzt. Weg, weg. Wow. Eigentlich müsste ich jetzt direkt wieder Schlabbertrank nehmen. So, in der Ecke fällt mir das jetzt nicht. So, Schlag, weg. Weg, weg, weg. Alter, was war das wieder knapp. Ah jo, jetzt hat er wieder sein Glut am Start. Bin gespannt, wann er gleich wieder den Stiermodus hat. Gehen wir lieber mal ein bisschen weg. Nehmen wir Schlabbertrink. Ah, jetzt hat er den Stiermodus. Ah jo, und das ist er wieder. Du weiß ich einfach nicht, wo ich da Anna ausweichen soll. Ich meine, das jetzt wieder gesehen. Ich bin hinter denen gesprungen. Der muss sich das ganze Kreuz ausgerenkt haben, um mir noch ihn mitzugeben. Ach, das riecht mich einfach auf. Vorher nicht so gierig gewesen. Der hätte einfach keinen Staub in die Augen von dem und da wäre er tot gewesen. Aber nee. Da hast du wieder gedacht, komm, jetzt muss ich's machen, jetzt muss ich's machen. Sonst hast du wieder. Und dann war es wieder rum. Ah, fuck, jetzt. Ah, ne, es hat gut gegangen. Schon gedacht, jetzt wäre ich vorbeigesprungen. Also, auf ein neues. So, die Anfangstaktik, so, die steht hier, ne? So, der kommt jetzt angeflitzt. Dann kriegt er do Elmo quert. Was ist denn jetzt? Spring doch. Der ist Springe in Stelle. Oh, macht schon mal locker. So, jetzt kriegt er Schlag, dann springt sie weg. Und wieder in gehende Felsen, jo. Was sind das danach immer für komische, enge Areale? So kann man das doch mal ein bisschen weitläufiger machen, dass man mal ein bisschen Platz hat, um zu manövrieren und dem auszuweichen. Evo war es besser. Evo war es besser. Muss einfach, wenn er der ist einfach nicht angeflitzt kommen, ne? Der hat irgendwie gewartet. Das war die ganze Zeit an. Er ist ja immer so angerannt, kommt so, was weiß ich, wie so Stier. Oh, jetzt bist du fällig. Da konnte ich mich schön mit meinem Schwert quer durchs Gesicht ziehen. So, ne, hinne, ja, weg. Genau so. So, jetzt da. Zack und weg.
Der, jetzt kommt der Springer, genau. So, dann Schlag. Weg. Ach, weg. So, Schlabberdrank. Ach, und das wieder gesehen. Scheint die Kameraeinstellung hat dir jetzt eben wohl nicht gelohnt. Er hat mich überhaupt gar nicht getroffen. Was sind das dann für Hitboxe? Immer dieser verfickte Doppelschlag, ey. Das kriege ich doch auch nicht an. Das kennt meiner doch auch mal machen mit seinem Schwert. So Doppelschlag, so einmal so Pirouette und 2 Schläge gemacht. Fertig. Nix kriegt er nicht hin. Außerdem geht mein Post-it davon von meinem Bildschirm laufend ab. So, tief durchatmen. Gut, da sind wir schon mal gut durchkommen. So, jetzt hopp, der wird doch jetzt verdruschblissen, das gibt's doch gar nicht. Wir waren vorhin so knapp dran, ihr Leid. Das war so knapp. War so knapp. Jo, ich weiß, man soll nicht der Vergangenheit hinterher trauern, sondern in die Zukunft gucken. Aber es war doch so knapp. Es war wirklich knapp. Ich lade das auf YouTube ungeschnitten hoch. Guckend euch an, das war wirklich verdammt knapp. Ajo. Ach, das war Tiefschlag. Und er das gesehen, wie er mit seiner Kugel so eine Pfanne geschnickt, ne? Und mir genau in die Weichteilerin. Ist ein Drecksack. Ist ein dreckiger Kämpfer. Ne, das ist so wie in den Filmen, wenn sie dann so kämpfen, ne, dann mit Linkhand Dreck ins Gesicht geworfen in die Aue und mit der Rechthand dann entgibt. Genau so ist das so auch bei dem. Ja. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich so oft brauche ich das Schild ja nicht, ne? Aber so manchmal, gerade wenn er seine Kugel rausholt, ist es halt schon ziemlich hilfreich. Sonst würde ich das Schwert halt nur in 2 Hände nehmen. Wenn man du vielleicht 2 Schläge setzen kennt. Aber das kann ich vergessen, ne? Das habe ich ewig gesehen. Das passt nicht. Ah, ne, da war er wieder sein Schwinger mit der... Ich kann doch jetzt wirklich nicht mehr wie wegspringen, oder? Was soll ich denn da jetzt noch machen, bitte? Sag das doch mal. Ich kann doch jetzt wirklich nicht mehr wie du wegspringen. Glocke kann ich ja auch vergessen. Gibt's doch gar nicht. Ja, was kann ich dann so großer Zahnstocher? Der kann denen doch einmal ne, ab in Rinn ins Gedämm und dann wäre doch auch Ruhe. So, dann da runter. Die andere Seite. Bis dorthin komme ich schon ganz gut, ne? Kennt man mich ja auch mal loben, oder? Ja, hopp, mach. Das war wieder knapp, ne? So, Schlabbertrinkchen, So, dann kommt der Angelluft wieder. Ach, ja. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt kommt der Springer, genau. Dann Schlag und weg. So, spring du mal weg. Dass wir da noch ein bisschen mehr Platz und nee, jetzt kommt er wieder angelaufen. Und wissen wir, was das Problem ist? Mein grüner Balge ist leer. Guck mal, der hat mich jetzt so ganz leicht am Arm touchiert und ein Drittel von meinem roten Balge ist weg. Ach, da ist auch so wenig Platz. Ich brauche da einfach mehr Platz zu manövrieren. So, jetzt war ich zu spät dran, ne? Ach, jetzt wieder erwischt, oh. Und er jetzt wieder gesehen, wie lange gebraucht hat zum Aufsteigen.
grauenvoll ist das mit dem. Jetzt möchte ich eigentlich noch mal so Schlabbertränkchen nehmen. Aber ich schon keine Zeit für den Shit. Ne? Genau das ist es halt wieder. Du dusche dem ersten mit dem Sprung ausweiche und weil der nächste so schnell hinterherkommt, hast du überhaupt keine Chance, mit dem zweiten auszuweichen. Was soll ich denn du machen? Und es war trotzdem vorhin knapp. So war auch wieder, ne? So, mein Lieber, pass auf. Jetzt krieg ich ein paar Schläge. Jetzt bist du fällig. Du dich verdruspeln. Zeig dir mal, wie das so funktioniert. So, komm du her. So, ne? Es war vorbei. Ach. So war auch vorbei. Kommt der Durchspringer, genau. Ja, ne? Und der Angriff, der ist auch total... Na, es war wieder der zweite. Der erste kann ich wunderbar ausweichen und der zweite tot. War die gute Vorsitz schnell wieder vorbei, ne? So wie an Silvester, ne? 23:59 Uhr, hast die List fertig, 12 Uhr hast die gute Vorsitz stehe, 12:01 Uhr ist schon wieder rum. Wären jetzt erst mal, ne? Das kostet Nerven, das du. Ja, was han ich dann so groß Schwert, wenn er nicht damit umgehen kann? Mit dem kleinen Zahnstocher kriegt er es halt auch nicht auf die Reihe. Ja, die anderen bringen sich gegenseitig um, das kennt der ohne Armut machen. Was ist denn eigentlich doof? Vorhin war ich doch bei diesem komischen Baum mit irgendwelche Geschwüre. Und dann hat er sich irgendwann solidarisch mit mir erklärt. Jetzt kommt der Springer, genau. Jawohl, da kriege ich jetzt noch einen Schlag. Dann springen wir weg. Nochmal springen wir nochmal weg. Ach, und mit dem habe ich jetzt wieder nicht gerechnet. Ja, sieh nicht das. Ey, Schlag und du ist quasi 2/3 von meinem Ball weg. Da kann ich mit einem Schlag auch noch nicht immer auffüllen. Ach, hör doch auf. Lass mir doch mal meine Ruhe. Ach, da kommt er schon wieder angerannt. So, jetzt aber. Schlag und weg. Schlag und weg. Ja, der Springer, genau, Schlag. Dann kommt er wieder mit seiner Hand. Genau, so haben wir das gedacht. Mit der Darth Vader Würgehand. Und du warst wieder der scheiß Doppelschlag. Wenn ich wisch, dass das jetzt der Kampf ist, wo ich ne packe, dann tät ich dir die ganze dreckige Tricks wieder auspacke, die vorhin schon mal gut funktioniert haben, aber die kann ich halt nicht so oft machen. Oh. Das wäre fast nie losgegangen. Gut. Probieren wir das einfach nochmal aus. Also, du nochmal die Wurfpfeilchen erhole. Er kennt natürlich auch mal so ein magisches Ding. Nee. Komm, du die Wurfpfeile. Und dann Inventar. So. Versuch. Theoretisch hätte ich ja auch noch die Wolfbagage, ne? So.
So, jetzt müsste ich irgendwie wieder aufs Flakon wechseln, das in dem Spiel natürlich nicht wirklich geht, weil das nicht beim Mausrad unten ist, wie davor, ja, sondern nur mit den Pfeiltasten unten geht. Und ich dann die Hand von der Maus dort vornehmen muss, ja. Da war ich wieder zu gierig. Jo, ich weiß. Ach, und dann hast du gesehen, ey, Schlag, und du ist alles von der ganze Balge. Und jetzt haben wir nichts mehr. Welche? Der merkt doch, dass das Fläschchen leer ist. Du bräuchte das jetzt nicht nochmal hochzunehmen und dran zu trinken, oder? Ich meine, wenn er davor schon gemerkt hat, scheiße, das war der letzte Schluck. Was erwartet er dann von dem Schluck Dode no noch? Kommt doch dann nur noch heiß Luft raus. Ähnlich gut ist, kann ich mich endlich mal ungestraft aufregen. Und ohne dass quasi jemand anderes dabei in Mitleidenschaft gezogen wird. Beim Autofahren, du trifft dir dann das Aufregen immer andere Personen. So ist es nur meine Spielfigur quasi. Genau, vorbei, zack, Schlag, weg, dass er mit seiner Darth Vader Hand nicht treffen tut. Weil die Darth Vader Hand, die ist Base. Also die ist richtig Base. Ach, jetzt war der grüne Balge wieder leer. Natürlich. Wie war das? Hier. Wusa. Wusa. Und was für ein Film ist es? Ja? Wer weiß es? Braucht man natürlich schon ein gewisses Alter davor, um das noch zu wissen. Ah, genau. Siehst du, warum mache ich das nicht immer so schön bei Seitgang, wenn ich komme? Stehe sie mir Spalier. Naja, Bad Boys war es natürlich, jo. Also, das war so. Apropos Bad Boys. Jetzt so M16, angelegt, tschüss. Ja, und vorhin meine dreckige Tricks, was haben sie gebrungen? Nix. Ey, das ist auch nicht schlecht. Guck mal, jetzt hatte ich den Schlag von dem hier unterbrochen. Das habe ich bisher auch noch nicht angekriegt. So, Schlabberdrängsche. Also ich meine, man hört ja, dass ich auf Springe drücke. Die Leertaste, die ist so laut, also die höre ich noch unten im Ortsingang. Aber, ich wollte nicht springen. Fertig. Feierabend. Was drittes. Kaputt die Hüfte. Künstliches Kniegelenk. Springe rum. Was ist denn eigentlich mit dem Schild? Das habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Was habe ich denn das überhaupt? Das kann man ja vielleicht auch für irgendwas gebrauchen. Wenn ich das eh nicht benutze, dann kann ich es auch, ach so, ja, ich musste erst die Bretterwand kaputt schlagen. Dann kann ich auch, das Ding in 2 Händen nehmen. Ach, und direkt wieder Energie abgezogen hat, derlich. Jetzt kommt der. Dann der, okay, dann der. So, dann kommt der Schwinger von unten. So, jetzt kommt er wieder angelaufen, ne? So. So, jetzt möchte ich nochmal so Schlabberdrängchen nehmen. Und wegspringen.
springen. Du musst einfach mehr springen, Kerl. Das ist, du hast da jetzt den Shit da ingebrockt, jetzt musst du halt auch einfach mal an die Grenze gehen und ein bisschen mehr springen. Es geht jetzt halt nicht anders. Ach, wenn die Knie weh tun, du musst einfach mehr springen. Junge, der fällt wie ein alter Mann. Der fällt wie ein alter Mann. Und der andere, hast du gesehen, die Bewegung alleweil, wie er da mit dem rechten Bein so darüber gezogen, ne, direkt die Axt mitgenommen, ne, der ist noch dynamisch unterwegs. Und meiner wie so ein alter Sack. Also so ähnlich wie ich, wenn ich mich bewege. Ja, wenn ich auf den Tennisplatz gehe, das ist dann auch immer Verbandsliga. Aber nicht, weil ich so gut bin, sondern weil alles wehtut und überall Verband ist. So. Das Schlimme ist, je mehr ich mich aufrege, desto schlechter wird's. Ach, ne, fast, guck dir das mal an. Viel Luft ist du nicht, ne? Und dann, ne, dann leidet der unne und dann ist wieder herum. Ohne ähnlicher Schlag zu machen. Es war nicht viel mehr Luft. Ich würde dem gern gern 2 Schläge geben, ne? Aber 2 Schläge ist halt eh nicht so viel, ne? Ah, ich wollte es jetzt einfach nur mal ausprobieren, aber es... Du brauchst dann einfach mit dem großen Schwert zu lang, ne? Oh, wart. Wart, Reiz. Ah, ich muss wieder hochheben. Und jetzt noch einmal. Weiß ich nicht mehr, was ich sagen sollte dazu. Hast du alle Weih gesehen, die Drecksäcke, wie sie sich vor mich gestellt haben, mit der Weg versperrt haben. Was auch richtig geil wäre, das wird nämlich zudem ganz gut passen, wenn man da so einen Mod hätte, wo er so Rolladorge vor sich her schiebt. Das wäre geil. Das wäre saulustig. Das wird zudem ganz gut passen. Ja, ich wollte wieder 2 machen, ne? Aber es ist wieder in die Hose gegangen. Wie macht denn der das eigentlich? Dass der quasi sich Kreuz ausrenkt und dann so 180 Grad Schlag macht. So, genau, der. Und zack, jetzt kommt wieder die Darth Vader Hand. Genau, die habe ich gemeint. So, komme ich wieder her. Dann kriege ich wieder quer einer durchs Gesicht gezogen. So, jetzt kommt der Springer gleich. Ja, jetzt kommt der Springer. Schlag, Darth Vader Hand. Ach, jetzt hat er mich erwischt. Hat er es jetzt wieder gesehen. Ich bin weggesprungen. Das heißt, er hätte mich maximal von hinten erwischen können. Und auf einmal hat er mich aber Pfanne in der Hand. Also im Gesicht Pfanne. War wieder ein bisschen knapp, das du. Das hat mir jetzt nicht so gepasst. So, Schlag. Weg, spring. Spring, nochmal springe. Schlappertrank. So, der Sprung, genau. Schlag, Darth Vader Hand. Das war wieder fucking knapp. Weg. So. Also, es tut mir leid, ich habe keinen Plan, was ich gegen den Move machen soll. Ich kann hier jetzt nicht mehr wie wegspringen. Oder ich muss halt wirklich warten, bis quasi sei Axt das erste Rohr von mir abtrennt und dann in die andere Richtung springe. Lob. So, jetzt springen wir durch das. Aber ich tue das Schild gar nicht benutzen. Das habe ich am Anfang irgendwie öfter benutzt. Für dem seine komische Morgenstern oder was das so ist, abzuwehren. Also vielleicht soll ich das doch auch noch irgendwie benutzen. Aber ich gehe die Schläge, bringt's halt gerade gar nichts. Ach, jetzt macht er sie schon früher. Das ist aber auch nein. So, genau, der Sprung. Ach, du war wieder der Tiefschlag, ne? In die Weichteile. Und erst sie. Bloß bleibt er wieder. Ah, jo, klar, bleibt er dort dran hängen.
Warte, grüne Balge wieder leer, deswegen ist er nämlich gesprungen. Was ist denn eigentlich mit meinem Pferd? Wo ist denn das? Warum kann das nicht in die Höhle kommen? An jede Scheißort kann es kommen, aber sobald du dir ist, tschüss, so bin ich raus. Platzangst, nix für mich. Klaustrophobie, tschüss. Astralross. Fritz. Ich bleib immer so ein bisschen bei Fritz hängen bei dem Pferd. Aber also so richtig gut gefallen tut das noch nicht, Fritz. Gleich Fritz hier. Michel. Ach, nee, das ist auch nicht. Ich finde Fritz schon ganz gut eigentlich. Ich glaube mir nicht, das Fritz. Fritz ist, glaube ich, ganz gut. Doch, jetzt kommt genau der Sprung. Schlag. Darth Vader. Wegspringe bitte. Noch weiter wegspringe. Ne? Und diese Kamera, diesen Kamerawechsel, den kann ich halt nicht machen. Ach, ich hatte das Schild eigentlich offen, ne? Aber es ist halt, wenn du dann anvisiert Dingsbums anhosch, dann ist du halt wenig zu holen. Ah jo, jetzt kommt wieder. Das war vorbei. Da habe ich genauso viel gepackt wie ich alle Wein beim Vorbeischlagen. Wow, fuck. Das wird eng, das wird eng. Ah jo, wird's eng. Gerade so rausmanövriert. Hat er das gesehen, hä? Ach, jetzt kommt er wieder. Ach ja. Spring weg. Das wird doch gewehrt. Lass doch Amo und fertig. Nee, ich bin noch nicht bereit für dich. Ich bin doch noch nicht bereit für dich. Ich hatte jetzt einfach noch 2 Schritte gebraucht. Das scheiß Post-it da vorne geht immer ab, ey. Das riecht sich auch auf. Weil der Anna immer cheatet tut. Ja, schön Doom. Jetzt muss ich gucken, ob ich es wieder zusammenkriege. Ja. IDKFA kennt der eine gewesen. Und QDDQD oder so ähnlich. Ja, genau weiß ich nämlich. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Also quasi seit 20 Jahren oder so. Wir müssen es den Doom teilen. Vielleicht, ach, ein bisschen mehr. Oh, fuck, das war knapp. Ist jetzt wieder nicht gesprungen. Der grüne Balge war doch eben gar nicht unne. Machst du 2 Stunden an dem rum. Und was kriege ich dann noch her? Stulbe. Und wenn ich nicht dann anziehe, den Stulbe, dann bin ich zu schwer und kann nicht mehr springen. Da hat sich das alles wieder hervorragend gelohnt. Ich weiß genau, wie das ist, ne? Das ist jetzt das erste Mal. Stulbe. Ich finde das Wort einfach lustig. Stulbe. So. So, jetzt hopp. Schlag. Weg. Ach, hopp. Ach, fick dich doch, ey. Jo. Der wieder aufsteigt. Ich finde trotzdem, der hat so ein bisschen was vom Max. So, ich mache jetzt noch 11 Versuche. Da mache ich noch mal kurz die Pinkelpause. Und dann ist er halt auch einfach fällig, ne? Ja, der
Der hat es einfach verdient zu sterben. Jo, geh mir nur aus dem Weg, das ist mir gerade recht. Machst die Brettescher kaputt, genau. Du kann der seine ganze Aggression rinlegen, ne? Aber wenn er nachher ohne geht, den kämpft, da kommen dann nur so Mimo. Ach, guck das an, du, ne? Die Spitze war schon ohne. So richtig stabil sieht doch der Dell von dem Fels ja auch nicht aus, ne? Also nächst hätte er den losgedreht, da wäre er gerade runtergefallen. Auf jeden Fall, wenn er dann den da unten schlägt, ne, dann kommen nur so Kindergartenschläge raus. So war er wieder Doppelschlag. Ah jo, mit seiner fucking Kugel. 3 Mo in Folge hat er mich getroffen. Und Dode mit noch hinterher. So, vom Schlabberdrank. Ah jo, jetzt kommt er wieder angeflitzt. Dass der mir nicht nur mal Ruder so kann. Dass ich wenigstens nur Schluck von dem Shit nehmen kann. Jo, das war wieder dumm. Das war wieder genau in die Ausholbewegung. Aber, jo, keine Ahnung. Wann willst du immer schlagen? So, also, kurz die Pause, 2 Minuten, dann bin ich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe mir übrigens überlegt, so für diesen Be Right Back Screen, ne? Da muss ich irgendwie noch so ein bisschen musikalische Untermalung drin machen. Was weiß ich, ist so ein Lied, 1,5 Minuten, 2 Minuten. Was natürlich auch cool wäre, also ich habe hier das Starting Soon Screen habe ich schon weggemacht. Weil ich finde, so 2, 3 Minuten ist gar nicht schlecht, dass wenn die Leute sehen, ah, der ist online, wenn die dann online kommen, dass es quasi nicht schon direkt Mitte im Spiel ist. Da habe ich mir jetzt überlegt, wäre es eigentlich auch nicht schlecht, wenn man du irgendwie am Anfang so, was weiß ich, Zusammenfassung machen wird oder irgendwie so Trailer oder was auch immer, wo so 2, 3 Minuten geht, wo einfach so ein paar Highlights sind, dass man sich den angucken kann, ein bisschen Musik dabei. Das wäre ganz gut. Und für dann am Ende vom Screen, dass es auch nicht so abrupt auffährt, würdest du vielleicht auch am liebsten so quasi, keine Ahnung, die neue Follower oder sowas einfach anzeige, so ähnlich wie Abspann, ja, und dann quasi hingehe und da hat auch noch ein bisschen Musik dabei, gerade so 2, 3 Minuten, das muss ja gar nicht so arisch lang sein, dass man einfach so ein bisschen nicht so abrupt drin und raus. Ja, und zwar wieder der zweite Schlag. Es war wieder dieser fucking zweite Schlag, wo ich nicht weiß, was ich dagegen machen soll. Ja, wo mich nicht treffen lassen, ne? Klar. Ja, Dummschwätze.
Ach, und wieder geht die Wand. Die Steuerung ist einfach... Die ist einfach brutal schlecht. Also ich weiß nicht. Ja, es ist wieder das alte Spiel, ne? Wenn er Amo am Aushole ist, ne? Und dann zieht er es durch. Da kennt er nichts, ne? Dann zieht er es durch oder er stirbt. So ist dem auch dann lieber, er bringt die Sache zu Ende, als dass er weiterlebt. Ich meine, das ist halt auch konsequent, das muss man schon sagen. Insofern ist das jetzt zu bewundern, die Einstellung. Ich sterbe lieber, als dass ich irgendwas nicht zu Ende bringe. Aber ob das jetzt im Endeffekt immer so die beste Entscheidung ist, weiß nicht. Also manchmal, würde ich sagen, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man sagt, top, okay, war jetzt nicht die cleverste Entscheidung, dann losen wir es, ne? Andere Leute, du für ihre Dummheit halt sterben. So wie hier The Last Samurai. Hauptsache, er kann doch geil runterspringen, ne? Wenn es jetzt wenigstens noch so ein bisschen die Iron Man Faust dabei wäre, ne? So richtig geil aufgestampft. Das wäre immer noch geil, ne? Dabei aufgestampft und dem 30.000 Energie dabei abgezogen. Jetzt kommt er wieder angerannt. Oh, da ist schon wieder keine Lust drauf. Ah ja, und das Vader, genau. Der tut dann auch nicht, der tut den Schlag da nicht ausführen, bis er mich wirklich hat, ne? An dem kennt er sich mal Beispiel, ne, mit der Dabish Samurai, do. So, und so ist er wieder am kleinen Stage hängen geblieben von der Ski allebei. Das war knapp. So. Ach, wie hat er mich da wieder getroffen? Das gibt's gar nicht, ey. Ich vorhin, da unten beim R, vom rasenden Duelland, beim R. Das hatte ich ne vorhin. Genau das hatte ich ne. Das wäre... Nur noch mal anpuste. Einfach so, wär's gewesen. Nee, da ist er wieder gierig war. Hat gedacht, jetzt oder nie, das ist die Chance, den Schlag muss ich jetzt irgendwie machen. Da habe ich aber nicht dran gedacht, dass er da das riesige Teil in der Hand hat und dass er das führt wie... Jo, was weiß ich. Fällt mir da jetzt ein gutes Beispiel vor in. Wenn ich so Inkaufstüte habe, ne? Wo ich sagen jetzt immer 20 Zuckerpäckchen drin sind. So ähnlich. Gut, das war schon mal nix. So. Ja, es ist mir klar. So, Schlabbertrank, Schlag. Gut, da war der Tiefschläger. Ah, ich zuck schon immer so ein bisschen mit, ne? Aber es hilft auch einfach nichts. Guck dir mal die Kameraführung an. Und wenn du jetzt irgendwas an der Stelle machst, bist du tot. So. Ne? Da hast du überhaupt keine Chance, die Kamera jetzt nochmal auszurichten. Weil dann kommt der so schnell hinterhergelaufen. Und wann soll ich jetzt mein Flakon noch trinken? Neben dem Kamera ausrichten und im Abhaue. So. So, und jetzt hat er wieder seine Doppelschlag, ne? Und dann hat er mich wieder. Das ist mir schon klar. Ich bin jetzt auch schon eine Zeit lang dabei bei der Geschichte. Jetzt kommt er wieder angeflitzt. Das heißt, klappert dran, kann ich knicken. Eigentlich möchte ich noch einer nehmen. Und wie viel habe ich ihm abgezogen? Naja. 5,34 Zentimeter. Ja, und wieder der zweite. Obwohl ich da ja eigentlich wirklich relativ weit weg bin. Aber du keine Chance. Ach, das ist halt einfach Scheißdreck.
Wenn du dann, ne, wenn du dann bei der Animation denkst, jetzt kann ich, jo, und wieder der zweite. Gut, der hat jetzt ausnahmsweise nur nichts abgezogen. Du kannst halt 8K 2 Schläge machen mit dem Schwert. Das geht einfach nicht. Aber du kannst doch jetzt nicht wirklich 30.000 Jahre Nurlauf spielen. Du musst erst mal was trinken. Gleich hol ich mir da drüber eine Flasche Wein. Ich will da noch härteres, aber das ist nicht so meins. Guck der so an, wie sie da rumhupse. Alter, was für eine kleine Spritze, ey. Den sei Schwert, das passt gar nicht. Ach, guck das an. Du, ne? Wie viel hat jetzt wieder gefehlt, dass er da runtergeflogen wäre? Warum kann man da nicht einfach doof dem Unterste stehen? Da kennt man doch starten. Gut, da hast du halt keinen Ausweg mehr, ne? Da muss man halt machen. Aber auf der anderen Seite, das wäre nur konsequent bei dem Spiel. Weil jetzt, sagen ich mal, dem Spieler die Möglichkeit zu geben, zu sagen, komm, ich tun jetzt doch aufgebe und mache was anderes. Das ist, finde ich, schon auch so ein bisschen inkonsequent. Weil so bei der Art von dem Spiel mischt es eigentlich eher so Sinn, dass man sagt, so, jetzt habe ich entschieden, jetzt muss ich es auch durchziehen. Und wenn du das nicht packst, dann hast du halt Pech gehabt, dann ist das Spiel jetzt für dich an der Stelle vorbei. Das wäre normal so die richtig... Ja, jetzt kommt wieder die Darth Vader Hand, das ist mir schon klar. Ja, Stampfbär, der ist neu, der Schlag. So, ja. Ah, jo. Komm, so 1, 2... Der dritte war wieder zu viel. Das ist jo. Aber ich will ja auch mal ein bisschen vorankommen, du. Ja, jetzt kommt er mal wieder hinterhergelaufen. Ja, und der zweite war's wieder, ne? Fertig, der zweite war's wieder. Sorry, Leute. Dass ich jetzt hier das Mikrofon berührt habe. Der zweite Schlag, der ist es. Der zweite Schlag, der muss einfach weg. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich du länger auf E gedrückt habe? Kann ich dann auch? Alle... Nee, das will ich nicht. Aber ist das jetzt so eine Schnellwahl? Kann ich du vielleicht auch irgendwie mal Pferdchen rinlegen? Und wo kann ich denn das überhaupt machen? Da habe ich doch nirgends was, wo ich jetzt sagen kann. Ah, guck mal, was ist denn das für eine? Hier, Oleg, pass auf, komm. Oleg, ich habe eine Aufgabe fertig. Kommst du mal mit? Pass auf. Da unten ist der... Wie heißt der? Der Duellant. Oleg, pass auf. Das ist jetzt deine Sache. Deine Aufgabe ist das jetzt. So, jetzt gehen wir da durch. Ne, wie schnell man dich ablenken lassen kann. Savari Pracht. So, jetzt nehmen wir das Ding in 2 Händen. Guck, ne? Guck. So. Ne? Eigentlich leider schon unten. Er weiß es nur noch nicht. So, und... ne? Schon wieder. So. Wie soll... Ne? Kann ich vergessen. So, pass auf. Also. Oleg, wo bist du dann? Ach, falsch gedrückt. Scheiße, das tut mir jetzt wieder... So, Oleg. Jetzt geht's nicht. Das muss mir jetzt auch mal wieder einer erklären, warum das jetzt so nicht geht. So, komm her. Schlag. Ausweiche, ausweiche. Oh. So. Schlag. Ausweiche. Gut. Ach, den habe ich nicht kommen gesehen. Den habe ich nicht kommen gesehen, allebei. Und wieder der zweite. Ach, wo ist die Kamera wieder? Oh, beide Stalaktite oder sind, wie heißen die Dinger, du Stalagmite? Irgend sowas in der Art. Ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt muss ich eigentlich noch so Schlabbertränkchen nehmen, dann sind sie auch wenigstens alle gar fort. Jo, ne? Kommt er wieder mit seinem Belles hier. Wieder. Jo, natürlich. Schlabbertränkchen. So. Bring mal weg.
Der ist fies, ne? Der sieht so unscheinbar aus, aber mit dem Schlag ist er wieder nicht gesprungen, aus was für Gründen auch immer. Hat wahrscheinlich keine Zeit gehabt. Wie hat er denn das jetzt gemacht, ne? Er ist schon in die Wand geguckt und er hat mich aber auf eine Pfanne getroffen. Wie er mich dann immer um 180 Grad rumbeamen tut. Schon, ach jo, ne. Ich wollte den Oleg rufen, aber der Oleg hat keine Lust gehabt. Genau so war es, ja. Der Oleg. Der Oleg. Ne? War's wieder, ne? Es war wieder kalt, der Oleg. Ich will mal höchstens noch gucken, ob wir unser Hinscher, unser Wölfscher kriegen, aber die haben ja wahrscheinlich auch keinen Bock. Das ist mir klar, ne? Die haben sie, ach guck mal, der tut sich jetzt zwei schon abstrampelte. Schon jetzt auch keinen Bock auf die Ohren zu kriegen und so, die halt neu, ne? Dann so, oh. Jo, komm, hopp. Guck doch mal selber, was du machst. Das klappt dann schon. Oh, jetzt bin ich eh noch zu weit weg wahrscheinlich. Ja, das kann ich anbenutzen, ist mir schon klar. Der Oleg hat auch keinen Bock. Oh, natürlich. Jetzt, ne? Hat er jetzt Bock? Der Oleg. Kann ich den jetzt irgendwann benutzen, du? Natürlich nicht, ne? Ja, was? Der Oleg. Ja. Oleg, Oleg. Das gibt nichts mehr mit uns zwei. Ja, hast du es jetzt auch irgendwann noch mal? Mach doch immer eine Pause. Du musst doch jetzt auch mal irgendwann ohne der so rübergezogen. Übrigens ist mein Glas jetzt leer. Und wir haben ihn noch immer nicht gepackt. Ach jo, ich kann dir jetzt hier nicht warten und die Waffe wechseln. Weil die kleinen Viecher da kommen. Den Move würde ich auch gern kennen. Welch so ein Aim-Sprung quasi in beide Richtungen geschlagen. Einmal unten und einmal oben nochmal so Karussell gemacht. So, ich meine, jo. Eigentlich steht die Taktik hier jetzt. Klar, man kennt jetzt nochmal das andere Schwert und nehme. So das. So wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. 124. Hat aber 100 kritisch. Das auch. Ja. Sollen wir das mal ausprobieren? Das fällt da runter, der Depp. Ich wollte doch nur noch gucken, wie der schlägt. Kann der doch nur mit einer Pfanne schlagen? Das ist alles, was du damit geht, oder was? Will der mich verarschen, oder was? Was gibt denn das, wenn es fertig ist? Will er irgendwie, was weiß ich, Käsestocher, der was macht der du? Fand ich natürlich wieder an der Backe, das Ding. Ja, das wird sich schnell erledigt gleich. So, ne? Gut, das Einzige, was ein bisschen gut ist, jetzt kommt er wieder angeflitzt. Gleich in dem Moment, wo ich mein Schlabbertränkchen nehme, natürlich. Guck, ich habe noch quasi schwarze Energie. So, noch eins. Kann ich wieder mit einem Zahnstocher, jo, schön wieder einer in den Oberschenkel hingepiekst. Statt dass du dem uns auch piekst, dann geht sich wenigstens lohne. Ach, der zweite wäre es fast wieder gewesen. Gut, das was ähnlich, was an dem Ding jetzt gut ist, ne? Dass er vorbeischlägt und dass du halbwegs große Reichweite hast. Aber so groß ist es dann halt auch wieder nicht, dass du jetzt sagen kannst du was mit anfangen. Was ist denn das für ein Teil gewesen? Das ist doch ganz normales Schwert. Kann doch nicht sein, dass er mit dem nur stochern kann. Ein großer Degen. Also kennt man mit dem nicht erschlagen. Komm, wir probieren doch mal unser Standardschwert. Vielleicht sind wir ein bisschen schneller. Haben wir auch hier unser Schild.
was wahrscheinlich eh nichts bringt. Hätte man aber vielleicht 2, 3 Schnitzel mehr geben, aber die zieht halt auch nicht so viel ab, ne? Ja. Vielleicht muss ich auf die zugerannt kommen und dann gehe sie aus dem Weg. Weil es dann siehe, das ist dringend, da gehen wir lieber mal einen Schritt beiseite. Ja. Ja, ne, das ist es halt, ne? Wenn du nicht in der Lage bist mit dem Schwert, weil das zieht dir jetzt weniger Energie auf Ammo ab, sozusagen. Wenn du jetzt aber nicht in der Lage bist, mit dem Schwert 2 Mo hintereinander zu treffen, dann ist es halt scheiße. Dann ist halt schon, sag ich mal, das behäbige Schwert du besser. Du treffst du zwar nur Ammo, also gut, mit dem anderen ja auch, aber mit dem ziehst du dann wenigstens mit einem Schlag mehr ab. Glaub ich zumindest. Das war knapp. Das war knapp. Ach, hast du eine ewig hinter mir gesehen, wer da noch rumgehupst ist? Alter. Normal müsste ich jetzt gerade wieder zurückgehen und dir ein paar geben, ey. So, wie komm ich denn jetzt heile runter? Und das war besser. Du bist jetzt Mitte drauf gelandet, obwohl ich eigentlich mehr oder weniger genauso runtergesprungen bin. So, und warum hat er jetzt was abgezogen? Der ist doch auf die Zwischenebene gesprungen und dann erst runter. Ach, du wärst du doch nur verarscht im Spiel. Das möchte ich mir merken, dass ich so in dem zweiten Schlag... das war fucking knapp. Ja, vielleicht muss man doch einfach ein bisschen mehr sich trauen. Ne, ich treff nicht doch. Tanz doch jetzt nicht mit dem do rum. Schlane doch einfach. Alter. Tanzt der du 30.000 Jahre mit dem Walser, ey. Stinkend Leichenagio, das passt zu dem. Ach, da kann ich mich wieder aufregen, ey. Geht die Bump wieder. So, jetzt wollen wir aber nicht zum Ingang. Jetzt gehen wir da runter, dann sterben wir. Ja? Ach, na, das alle Weige sie. Combo und alles dabei. Ach, war das schön. Wenn ich jetzt runtergehe, komme ich schon mir hoch, oder was? Aha. Wo bin ich jetzt? Iochaidvierde. Alter, wir überleben sich so weiter. Guck mal, uns ist Sandstrand. Du war doch da hinten das Quallevieh, oder nicht? Nee, Krebs ist du. Wo war denn das Quallevieh? Es war das auf der anderen Seite. Ich glaube, da hatte ich auch irgendwie gedacht, guck mal, da oben ist doch noch sowas. Wie komme ich schon das an? Liegt ey, super. Gibt's noch ein Glühwein? Ja, nachts ist hier noch frisch. Kann man schon noch ein Glühweinchen trinken, ne? Ich habe gedacht, du wär noch so Quallevieh gewesen. Wie ist denn das? Naja, gut, ist ja jetzt auch egal. Sonst haben wir jetzt da oben alles gesammelt, was es sammeln gibt. Wenn nicht, bleibt's da. Kann er den Hupser machen. Hüpfer, jawohl. Alter Schwede. Und er das jetzt eigentlich gesehen, ne? Ich habe ja quasi, eigentlich habe ich ewig keine Energie abgezogen, oder? Vom Runterspringen, da hatte ich direkt so Flakon genommen. Ich habe noch 5, ich habe noch volle Energie. Ne? Also eigentlich habe jetzt so nichts abgezogen. Das heißt jo mit anderen Worten, so schwer war der gar nicht, ne? Aber ich weiß ja auch nicht. Irgendwie schwierig, sagst du das. So, wie dem auch sei, den haben wir jetzt gepackt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir normal. Wo ist dann du unser Nikolaus? Wo ist dann der Nikolaus? Der Nikolaus. Müssen wir da die Ebene wechseln? Es ist jetzt wieder so Sache, ne? Machen wir jetzt.
Wir müssen jetzt mal zum Nikolaus fertig. Da gucken wir mal, ob wir noch was schmieden können. Wo war denn das? So, ne? Genau, die Kirche vom Ellie oder von de Ellie. Ellie. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall tun wir das jetzt an. Gehe. Dann gucken wir mal, ob wir auf dem Ambus noch was kloppen können. Das war wieder falsch. Inventar. So. So, die 3, die nehmen wir auf jeden Fall. So. Dann gucken wir mal. Da können wir auf jeden Fall was auffrischen, denke ich. Oder zum Beispiel bei 7000. Nee, das passt noch. So, was nehmen wir dann? Ich mich doch einfach nur ein bisschen mehr Energie kriege. Aber ich habe auch noch nicht rausgefunden. Was ist das jetzt? Ist eigentlich auch ganz geil. Das kann ich doch. Das wäre doch eigentlich ein viel besseres Schild, oder nicht? Wie schwer ist denn das? 11? Na gut, das ist natürlich auch was. Was das du mit der Kriegsasche ist, weiß ich nicht. Kann ich die Flasche hinzufügen? Noch was hinzufügen? Nee. Kann ich die irgendwie verstecken? Nee. Weil die tun halt, ne, die tun ja noch nicht immer die Hälfte, habe ich das Gefühl, von meiner Energie wieder auffüllen. So, jetzt gehen wir mal zu dem Ambus. Du musst dir noch was gehen jetzt. Ja. Und zwar, warum geht das nicht? Weil ich nicht genug Seele habe, das können wir aber ändern. So, pass auf. Ach, wieder falsch gedrückt. So, du, was weiß ich. 3 Stück. Hauen wir unseren. Sagen wir, können wir die nicht einfach alle gar nehmen und dann sagen wir, gucken, ob wir vielleicht sogar noch ein Level hochgehen können. Geht das? Auswahl 3. 3600. Ja, ich glaub's reicht nicht. Nee, es reicht nicht. Aber ist jetzt auch egal. Jetzt tun wir zuerst mal das Schwert aufleveln. Zack. So, Normo. Nicht Normo. Wo ist denn unser Standardschwertchen? Tun wir das Armor noch aufleveln. So fehlt jetzt so Dunkelshit. Dunkelshit habe ich nicht. Boe. Fehlt Schmiedestein habe ich nicht. Schild. Das ist alles aufgebraucht. Ja, so. Das ist schade. Ja, war die Maus wieder in OBS gefangen. Ich weiß gar nicht, wie er das manchmal ankriegt. So, was ich jetzt aber eigentlich... gehen wir noch zum Nikolaus. Wurfdolch, die sind eigentlich gar nicht so schlecht. 130? Kostet der jetzt 130 oder kriege ich 130? Ich habe aus, dass eine Unne gedrückt, ne? Ja. Komm, 30 hole mir mal. Kann man immer mal brauchen. Handbuch. Oh, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ist jetzt halt die Frage, ne, was genau erweitert das jetzt in meinem Repertoire? Was ich brauchen kann, oder ist es wieder nur rausgeworfene Rune? Hittegamasch. Stulbe. Ehrlich, hätte Stulbe. Gut, ansonsten das du ist hier quasi alles, was er hat. So, dann halt nicht. So, jetzt ist die Frage, was wir jetzt machen. Ich würde jetzt hier schon irgendwie... Ich will jetzt natürlich eigentlich die 2000 Dinger da nicht verlieren. Aber sind wir mal ehrlich, ich kriege jetzt auf die Schnelle auch nicht 5000 für noch ein Level.
Und da wäre jetzt halt die nächste Sache. Du Unne. Mal Hirschkuh. Mit dem Geweih. Dem würde ich gern auch noch mal die Hufe anziehen. Kriegen wir das hin? Also beim letzten Mal, sage ich ganz ehrlich, nee. Auf der anderen Seite, wir haben ja heute schon 2 verdruspelt. Leicht. Komm mal hier, klick. Was ist denn eigentlich mit meinem Pferdchen? Ach, das ist einfach saublöd gemacht, da unten. Ich weiß, das kann hier so nicht gewollt sein. Das muss hier noch irgendwie anders stecken hier. Sag mal, kennt ich eigentlich bei dem direkt schon mal die Wurfdolche in die Hand nehmen? Dann so anvisiere, alle 30 raushaue. Trifft der den auch, wenn der in der Luft ist mit den Dolche? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, probier es mal aus. Kann nicht mehr wie schief gehen. Wo ist er dann? Achso, jo, ich muss jetzt erst vorlaufen. Warum jetzt 2 Ebenen bei der Geschichte, ne? Weil berührt direkt Bossgegner. Ich bin ganz ehrlich, bis jetzt bin ich nicht so begeistert davon. So, jetzt haben wir quasi die Hälfte Fahrt. Und wie viel haben wir abgezogen? Quasi nix. Und außerdem, warum hat denn der das fucking Schwert jetzt wieder in einer Hand und nicht in 2? Er macht auch gerade wie er will immer. Komm, nimm der Schlabberdrängsche. Oh, das so war knapp. Der Hund Klicker hat allebei. Warum kann der da nicht das ausholen, um erste Schlag einfach mal abbrechen und dann weghupse? Spring ich mal weg. Macht er wieder sei bloßer Reido. Genau, die habe ich gemeint. Spring weg. Oh, wow, 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 wow. Ah, fuck. Den habe ich nicht kommen gesehen. Den habe ich nicht kommen gesehen, allebei. Ach, jetzt bloß der wieder da rum. Einer natürlich. Rudolf, the Red-Nosed Reindeer. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Spring weg! Alter, spring doch weg. Ich verstehe das nicht. Ich schon wirklich auf Springe gedrückt und er meint, er mischt jetzt nur einen 4. Schlag hinterher mache. Der weiß doch, dass er nicht der Schnellste ist. Aber es hat jetzt schon besser geklappt wie das letzte Mal. Also ich glaube, so viel hatte ich dem beim letzten Mal nicht abgezogen. Also es steht eigentlich schwerer machbar. Die andere Frage ist jetzt natürlich... Packe mir das halt noch. War es jetzt clever, denen noch anzufangen, obwohl ich den anderen jetzt 2 Stunden gebraucht habe, für eine zu verdruspeln. So. So, das war vorbei, mein Lieber. Jetzt tut er wieder herumblose mit seinem schlechten Atem. Ah, jetzt, jo. Komm, da kommt doch noch ein 2. hinterher. Ah ja, natürlich. Ach, der 3. ist nein. Und noch ein 4. Das ist jetzt nein. Hat er gemerkt, ne? Scheiße, das war ewig eng. Jetzt muss ich mir was Nice überlegen und direkt... Ja, wir gucken so, ey, 2 Mal probieren wir noch. Ah, dann reicht auch noch mal. Komm ich genug aufgeregt für heute. Reicht schon, dass ich meine Seele jetzt nicht mehr finde. Im Saustall da. Guck da mal die nicht Dunst da an.
So, jetzt können wir mal gucken. Am liebsten würde ich mich jetzt ein bisschen mehr zum Ingang schaffen. Okay. Was soll denn das eigentlich? Ich habe jetzt aktuell noch nicht so die beste Timeslot gefunden, für den er zu geben. So, ja, jetzt kommt er gesprungen, dann kommt er runter. Das wäre jetzt wieder fast schief gegangen, ne? Weil er einfach nicht springt, wenn ich es ihm sah. Das ist eigentlich der Ingang. Ach, ach, da drüben ist er. Also es ist jetzt schon ein bisschen nervig, du, dass der jetzt immer 4 macht statt 2. Ich finde das immer interessant, ne? Der erste Versuch, der war eigentlich relativ gut, ne? Der hat noch ein Drittel Energie gehabt. Sollten wir jetzt eigentlich mehr alle hopp, noch ein Versuch, dann haben wir eine oder 2. Aber jetzt wird es alles raulicher wieder. So. Ja, das ist halt... Wenn du weißt halt nie, macht der jetzt A-Stoß mit seiner Hände oder macht der 2. Den sagst du, wenn ich dich schon. Das Ding wird über den Kamin gehängt. Einfach nur, weil ich dich nicht leiden kann. Mhm. Ja, 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 ja. Ich weiß halt nie, macht der jetzt einer oder macht der 2, der Depto. Ich weiß das echt nicht, ob der einer oder 2 macht. Und ach, fuck, Millisekunden zu spät getrickt. Ja, ja, das wäre jetzt wieder gewesen, für einen Schlag zu geben oder 2. Hab ich wieder verpasst. Spring doch weg. Wow, das war fucking knapp. Ja, okay, das war vorbei, du Trottel. Ach, es muss ja wieder weghupsen. Bleib doch stehen. Du hast doch auch dein Schlee verdient. Du sollst doch auch nicht zu kurz kommen. Jetzt kommt er mit der Hand an. Ne, jetzt kommt er wieder in die Luft gehupst. Ja. Ach, jetzt ist er wieder weggehupst. Du gibt das hier nix. Spring doch weg, du Vollidiot. Ja, es wird langsam eng, ne? Ja. Nee, das war nicht so clever, Kerl. Ja, das war vorbei. So, jetzt wird's langsam eng mit dem Flakhorst, ne? Ja, ich hab eigentlich, würde ich sagen, im richtigen Moment auf Springe gedrückt, aber halt leider scheinbar in Millisekunden zu spät für das Spiel. Ja, klar. Jo, natürlich, ich weiß. War schon wieder zu gierig. Ich meine, eigentlich funktioniert das ja ganz gut. Er mischt jetzt halt das Timing noch ein bisschen verbessern.
Das heißt, wenn er dann so mit seinem Geweih gestoßen hat, ne, dann guckt der Junge, scheint Grill zu brauchen, dann guckt er immer so ein bisschen runter, ob ich noch irgendwo da bin oder ob er mich getroffen hat. Und dann muss ich ihm, wenn es gut läuft, 2 Hiebe geben. So. Wow. Das hat er so oft neben dran geschlagen, jo, ne? Das Problem ist halt, ich weiß nie, wann macht er jetzt 2 Stöße oder 4. Ihr seid gestorben. Im Vorgänger war es noch, du bist gestorben. Aber ihr seid gestorben passt besser zum Setting, muss man schon sagen. Wahrscheinlich muss ich die Rune einfach wieder leihen lassen. Das ist einfach wieder zu große Hypothek. Ah, obwohl, komm, die Leihe doch gerade am Rand, der kriegen wir jetzt. Ja, es ist halt blöd, ne? Wenn die Mitte drin leihe und du quasi schon so nah bei denen Hirschstück gehen musst. So, und zack. Noch ein vierter. Ja, okay. Ja, jetzt wäre so der Moment. Warte mal. Der sieht doch jetzt gerade aus wie so... der Dinosaurier. Wie heißen die mit den langen Hals? Das letzte Mal. Ach, fuck. Genau, Ringloff. Ach, das war ja unfair. Ja, ich lange Jurassic Park mir geguckt. Ja, jetzt ist es gleich wieder so weit, dass die Dinger unten leer sind. Ich will verdammt noch mal 2 oder 3 Schläge setzen, dass das Domo N findet. Das dauert doch viel zu lang alles. Mach dann jetzt wieder. Bleib fett mit deinem Shit. Nehme TikTok, dass das weggeht. Ach, das wäre wieder der Moment gewesen für einen Schlag, ne? Hat er wieder ins Leere gesenzt. Ach, wollte ich gerade angeben wollten, entgebe. So, komm, geh hin. Spring weg. Das ist dieser Ausweichmove, der gehört auch verbot, ey. Ohne Shit. Ja, ne, mit dem Flakos sieht es jetzt langsam auch wieder essig aus. Wie kann der überhaupt so weit und schnell auf mich drauf springen? Ah, ne, Spring weg, spring doch weg. Hört doch auf, dir eine zweite Schlag hinterher zu setzen. Lass es doch einfach beim ersten Schlag. Ah, noch ein dritter. Ne, der dritte, da hatte ich nicht gesagt, dass er den machen soll. Den hat er einfach eigenmächtig gemacht. Das hätte mir fast wieder das Leben gekostet. Wow, fuck, ne. Oh, das war knapp. Ach, shit. Lass deine Shit weg, du. Deine komische Dampf. Wenn ich Dampf will, gehe ich in die Sauna. Ach, zu früh getrickt, verdammt die Scheiße. Und reingesprungen statt zurück. Ah, aber so, was ist denn das? Ist das ein Drittel oder ein Viertel? Ist näher an einem Viertel, oder? Muss doch zum Mare sein. Fast wäre mein Glas schön über das MacBook geflogen. So, wo sind dann meine Rune? Wahrscheinlich wird er unter dem anderen seinem Arsch.
Ja gut, wenn der seine faule Arten da rumtransportiert, dann kann ich vielleicht hinterflitzen. Ah, ich herne doch hinter mir Tabelle. Wo ist er dann? Ach. Also, Klicker hat. Wo sind sie dann? So, jetzt geben wir her die Dinger da. Jetzt kann man den wieder anvisieren. So, jetzt fängt das Spiel erst an. Gucken wir, dass wir uns so während dem Kampf langsam davor an den Ausgang packen. Dass wir nachher nicht so weit haben. Ach, das wäre wieder die Chance gewesen für Schlag. Hannes alle weit sie. Ach, der. Wow. Spring weg. Komm, spring weg. Spring weg. Spring doch weg. Aber doch nicht in den Schitterin, du Depp. So, noch einer und zack, ja. Ach, fuck. Nee, das war nicht so gut. Der Ansatz war gut, die Ausführung war halt scheiße, ne? So, jetzt gehen wir jetzt erstmal zurück zum Ingang. Der mischt eigentlich da hinten irgendwo Sinn. So, jetzt kannst du nochmal gucken. So, genau. Noch einer. Und zack. Das ist eigentlich gar keine Geschlechttaktik. Warte, bis er seine Hupser macht. Ach, shit. Das wäre es gewesen, ne? Hannas alle weig sie. Dass der aber auch immer noch jetzt weiter hinterher machen muss. Ich meine, so blöd kann man doch gar nicht sein. Er weiß doch, dass das nichts ist. So, und zack. Ach, ich verstehe das nicht. Manchmal macht er 3, manchmal macht er 4. Entscheid dich doch, Mokal. Ich würde jetzt gerne ein bisschen Luft haben, für Flakor zu nehmen. Ach, die sind schon wieder leer, die Dinger. Ja, das war halt, ne? Die Zeitverzögerung, die macht's halt. Ne? Wenn er dann hoch, du weißt halt nicht, geht er direkt runter und er bleibt da zuerst noch eine halbe Minute oben und guckt immer, was passiert, ne? So. Joff. Wenn das Schwert jetzt noch ein bisschen besser wäre, ne? Dann wird die Geschichte auch schon wieder ganz anders aussehen. So, jetzt holen wir uns zuerst unser Gedöns. So. Komm doch her. Hopp, auf geht's. Zeig mal, was du kannst. Bisher habe ich dich hier ein bisschen machen gelassen, aber jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt bist du fällig, mein Lieber. Ein komisches Geweih. Kommt schön über den Kamin. Jetzt will er mir den Ausgang versperren, ne? Sieh das? Ja, ist schon ein kleiner Tricksack. Ach. Jetzt entferne ich mich wieder als weiter vom Ausgang. Das ist doch Shit. Ach, jo, es war wieder so Dreier-Kombo. Ich kann halt nicht erkennen, wann er die Zweier macht und wann er die Dreier macht. Jetzt lass mich doch bitte einfach um meine Schlabbertrank nehmen. So. Ach, das Ausweichen macht er manchmal gar nicht schlecht, ne? So der Sidestep. Wie beim Tennis. Ach, ich habe gedacht, er wird mich nicht erwischen, er wäre zu weit weg. Okay, ja, jetzt kommt da wieder noch einer und zack. Spring weg. Ach, jo, ich habe gedacht, ich könnte noch einen zweiten Schlag ansetzen, aber es war natürlich wieder dumm. Tut er wieder seine Shit? Jo, genau. So, 1, 2, 3, warte, springe. Ach, 11 Millisekunden zu früh. Wo bin ich denn überhaupt? Hallo? Was will ich denn da machen?
Du weißt jetzt nicht leid, der sitzt, der schläft, der steht, der springt, der, du weißt überhaupt nichts. Warum? Weil die Kamera wo ist? Am anderen Ende von der Welt. Gut, war jetzt relativ nah am Ingang, ne? Fadel. Nichtsdestotrotz will ich den jetzt packen. Der hat das einfach verdient, heute zu sterben. Fertig. Gibt's überhaupt nichts. Das ist einfach so. Der hat mich beim letzten Mal schon geeiert. Und der hat einfach Schlee verdient. 3. Springe. Und weg. Komm, geh weg. Ach, muss das dann Sinn? Du weißt ja auch nie, wie der Wind steht. Wow, mach's mal locker, ey. Krieg schon dein Schlee. Macht der keine Säue. Was gibt denn das, wenn es fertig ist? Ach, warte doch noch ein bisschen. Da hätte ich ja noch einer geben können. Du wolltest doch, ich schon genau gesehen. Das ist noch ein dritter. Ajo. Und noch ein dritter hinterher, natürlich. Weil einer hier nicht reicht. Bleib du schön am Ingang, weil dann ist nur nicht so weit zu meiner Seelge. Der Rune. Zu dem gelben Schitto halt. Jo, da kommt er wieder wierig, wie er ist. Wieder ab auf die Schnuss drauf. Da kommt noch ein dritter hinterher, oder? Nee, doch, so ist er doch. Natürlich. Jetzt kommt wieder sein... Jo, Fleisch oder Erkältung. Das kennt auch so ein bisschen Rotze, ne? 1, 2, 3 und tschüss. Du warst zu weit weg. Das war knapp. Und noch ein dritter. Jo. Ach, du wär noch einer gegangen. Aber auf der anderen Seite gehen wir lieber auf Nummer sicher, ne? 1, 2, 3. 1, 2. Da kommt noch ein dritter. Jo. 1, 2. Da kommt noch ein dritter. Ja. Ich schon sie. So, jetzt haben wir ihn doch bald. Das muss doch jetzt zu machen sein. Wenn, so, 1. Ne, jetzt tut er seine Shit versprühen. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist so weit weg. So, 1, 2, 3 und tschüss. Das war vorbei, du Trottel, ey. Da bin ich einfach zu langsam. Das ist, wenn man halt alt ist, ne, Ahnegeist ist, dann ist man auch nicht mehr der Schnellste. 2, 3. So, 1, 2, da kommt noch ein dritter hinterher. Einer, derlich. Und da hast du noch einer. So. Kotzt er wieder durch seine Scheiß aus. Jo, die ganze Ahne rausgekotzt. Da sieht man mal, wie der mit denen umgeht. Das wäre Schlacht gewesen, ne? Shit, da war ich zu gierig. Das kann jetzt wieder schnell in die Hose gehen. Nee. Fuck, jetzt hat er mich. Jetzt, ich weiß. So, jetzt nochmal ruhig bleiben. Nee, komm. Geht zurück. Wart bis sich die Chance bietet. So. Jetzt stoßt er wieder. Jawohl. Spring weg. Fuck. Spring weg. Schlabber dran. Komm, zieh rein. Spring weg. Jawohl. Tschüss. Ahnenjünger Asche. Wäre schon was trinken. Auf die herrliche Ruhe. Bisschen Erleichterung, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es war jetzt eigentlich, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, so schwer war es hier nicht, ne? Dass man du jetzt davor 40 Mal sterben musst, sehe ich jetzt nicht. Ich meine, das Muster war ja eigentlich, also wenn man den jetzt 5 Mal gemacht hat, dann hätte man das eigentlich schon erkennen. Jetzt habe ich zwar 3 Flakons verbraucht, aber auch nur, weil ich zwischendurch wieder gemeint habe, ich mich gierig wäre, ne? Statt dass ich sage, Abstand, durchatme,
Moment abwarte, Schlag, wieder zurückgehe. So, aber ob du weißt du jetzt noch, dass der andere gäbe, so riese Areal. Aber das war jetzt wenigstens vom Areal her, muss schön weitläufig, ne? Dass du nicht an jedem Eckelchen hängen bleiben musst. Ja, das hat hier schon nichts außer Neville. Samo, wenn der die ganze Zeit unten war. In der Höhle. Dann hat er ja auch seine Geschäfte unten gemacht, ne? Das heißt wahrscheinlich durch die Jahren einer durch Scheiße warte. Bin ich jetzt nicht immer bald rund. Wo ist denn da der Ingang? Ich sehe den gar nicht mehr, ne? Durch bei dem ganzen Level da. Aber ich hätte schon irgendwie gehofft, dass du noch irgendwo was in der Ecke ist. In irgendeinem so Eckelchen, schönes Schwert oder irgendwie Schild oder Seelepäckchen. Huhnepäckchen sind sie jetzt. So, zum Beispiel da, ne? Genau. So ist da jetzt so Seitegang. Du musst doch jetzt irgendwo angehen. Zum Beispiel da, ne? Ach, das du wird jo, ne? Das du ist wieder so heiß, wo ich drüber gelaufen bin jetzt. Warum gibt's denn da jetzt so Seiteding, wenn es da nichts gibt? Ach so, das ist der Ingang gewesen. Leid. Also das muss man auch dabei schreiben. Wo ist denn jetzt eigentlich da das Ding zum Wegteleportieren? Muss doch da irgendwo sein. Und da bin ich jetzt für den Rest von meinem Spiele-Dasein hier ohne gefangen. Was ist das dann? Amo. Seht ihr da? Ah, du in der Mitte, hä? Das hinten keinen Sinn. Es war jetzt wieder ein bisschen enttäuschend, dass du jetzt sonst nichts gehabt hast. Alter Schwede. Ja gut, das war ja dann doch schon eigentlich ein ganz persönliches Ende, oder? Wir haben da den Duellant, den haben wir fertig duelliert. Wir haben, guck mal, jetzt können wir das Ding können wir eigentlich wegmachen. Wie geht denn das? Hä? Ja, ich will nicht alle markieren, sondern nur die Endo. Muss doch zu machen sein, das Ding zu löschen. Nee. Ich will nicht alle Markierungen löschen, ich will nur die löschen hier. Das sind jetzt wieder so Geschichten. Das ist jetzt scheiße. Oder bin ich jetzt zu blöd, dass du siehst? So, genau, das Ding. Ah, hier. Du war doch eben entfernt, wo ist denn das jetzt an? Ah, hier. Shit, jetzt bin ich mit WASD weitergegangen. Also, die Steuerung, die ist schon eine Herausforderung, das muss ich schon sagen. So, jetzt passen wir auf. Warte mal. Das Ding haben wir ja auch gemacht. Mal wegmachen. War der eine Aufzug. So, das Ding, das war der eine Riese. Ah ne, das war der Riese. Was war dann das? Da müssen wir dann beim nächsten Mal nochmal gucken gehen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Also, was hatte wir dann da noch? Haben wir das jetzt eigentlich gemacht bei der Kackerhöhle? Ah ja, genau. Das haben wir auch gemacht. Das war hier unser Duellant. So. Was haben wir dann jetzt noch? Haben wir da noch irgendwo was? Nee. So, Z. So sind noch 2. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Bei dem Do bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Und das war der eine Riese in dem See. So. Ah, da oben ist noch eins. Ah, genau. Ja, du weißt, das war vorhin ganz am Anfang. Das war das komische Brummelbärchen, das nicht so gesprächig war. Wo ich nicht gewusst habe, was ich da machen muss. So, jetzt gehen wir noch mal.
zu der Elle oder Ellie oder E-Punkt. Kirche von E-Punkt. Kann man eigentlich Ares Fritzi aufleveln? Wissen wir das? Waffe verstärke. Musste jetzt noch was gehen. Ach, da fehlt noch immer so Dunkelschmiedestein. Ich aber auch. Das Schwert, das skaliert aber, ach, ich glaube mit Geschicklichkeit, ne? Geschicklichkeit C. Das heißt, wäre es jetzt sinnvoll, wenn man auf jeden Fall mal Geschicklichkeit. Geschicklichkeit und 400, das ist doch eigentlich ganz geil, oder? Bleibe noch 400 übrig, ist doch optimal. Einwandfrei. So, kennen wir bei dir noch was? Nikolaus, was holst du da noch in deinem Sack? So, ne? So, von denen Dinger können wir jetzt noch 10 Stück holen. Hat er die jetzt gekauft? Ich glaube schon, ne? So, einwandfrei. Jetzt haben wir alles rausgeblost. Noch eins ist übrig. Das ist so der Glückszent quasi. Und dann würde ich sagen, wäre das doch ein ganz schöner Abschluss für heute. Dann, es ist noch immer schade, dass man nicht sieht, wie oft man gestorben ist, ne? Gut, egal. Eieieiei, das war halt wieder Aktion ihr Leid. Aber gut, wir haben es am Ende noch gepackt. 2 Stunden an dem komischen Duellande rumgekloppt, bis wir eine gehabt haben. Wenigstens haben wir die Hirschkuh relativ schnell gepackt. Wir haben den komische Reiter vom Anfang verdruspelt, der hat es nämlich auch monetisch gehabt. Und wir haben den komischen Baum da, haben wir auch platt gemacht. Also von daher war das schon relativ erfolgreich, würde ich sagen. 4 Bossgegner hatte ich jetzt in Elden Ring noch nicht gepackt. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bitte abonniert meinen Kanal, gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schaltet die Glocke ein, damit ihr über neue Videos informiert seid. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.